gehen. Hoffentlich. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Genshin Impact. Gehen wir live? Gehen wir nicht live? Was sagt YouTube? Was sagt Twitch? Und wichtiger, haben wir Sound. Na, werden wir gleich erfahren. Na dann. Wie sieht's aus? Oh ne, ich glaube, ich habe ein Problem. Nee, doch nicht. Ich habe es noch richtig eingestellt. Aber gehen wir an. Gehen wir on. Streamen wir. Streamen wir nicht. Okay, Restream sagt schon mal, wir sind online. Was ist mit... Twitch sagt, wir sind auch online. Perfekt. YouTube. Was ist mit YouTube? YouTube, gib uns ein Zeichen. YouTube, sag etwas. YouTube sagt zumindest sehr gute Verbindung, auch wenn ich kein... Ah, jetzt haben wir ein Bild. Haha. Sehr schön. TikTok läuft auch an. Dann hallo zusammen. Servus Juna, Servus Streetlight, Servus Schreinsee. Interessanter Name. So. Aha, Hahora, Mann. Hi. Gut. Beethoven. Moin, moin, moin. Grüße. Wir sind wieder in Genshin unterwegs. Das letzte Mal, heute Morgen, haben wir es ja geschafft, endlich Level 28 zu werden. Das heißt, wir können jetzt endlich mit der Story Main Quest weitermachen. Nochmal ein herzliches Hallo an alle, die jetzt dazu geschaltet haben. Wie geht's euch? Habt ihr mich vermisst? Die ganzen 6 Stunden. Ah, schön. Und, wie es aussieht, könnten wir im Laufe des Tages nochmal einen 10er riskieren. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir wollen weiter mit der Hauptquest machen. Ein bisschen Genshin. Ein bisschen ganz wenig Genshin. Hust, hust. Oh, geschmiedete Ansehens... Okay. Ich habe was schmieden lassen. Weil mir die Verbesserungszeug... Komm her, gib her. Meins, meins, meins. Hallo der? Moment mal, da hat jemand Hallo der gesagt. Spring Catty, danke für den Follow. Abahamut, servus. Dackel? Dackel. Hallo. Mein Tag war sehr entspannt, ich sag's mal so. Das sagt Julium. Und Mariella. Hi. Ich weiß, du wolltest, dass ich dich irgendwie anders nenne. Warum nicht Maria oder sowas? Wird schon passen. Also. Nice. Das heißt, ich muss mich jetzt quasi darum kümmern, die nächste Trophäe zu machen. Ich kann doch nicht es zulassen, dass du mich einfach so einholst. Ich muss vorausbleiben. So, wir haben was geschmiedet. Können wir eigentlich was Großes schmieden? Weißer Grad? Nein. Ich hätte gern diese... Boah, wie oft ich die... Nicht drüber nachdenken. Einfach nicht drüber nachdenken. Schnief. Na gut. Zurück zu Genshin. Genshin? Servus my wife and me. Servus User. Ja, ich konnte essen. Es war sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Okay. Wir machen weiter mit der Main Quest. Alle bereit? Es tut mir leid. Schnief. Okay, was ist die Main Quest? Wir müssen zum Jadepalast. Aufträge? Der schwebende Plast. Ziel verfolgen. Na dann. Wir müssen auf den Berg. Ist der Sound so weit in Ordnung? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr das Spiel hören? Das sind 2 verschiedene, wobei ich höre mal selber rein. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, ich höre mich selber auf Twitch. Das heißt, ich höre mich auch auf YouTube. Was ist mit TikTok? I created another universe and founded paradise. Komm, TikTok. For I, Fischl, and the Prinzessin Ja, Fischl ist gut. Ich höre mich selber. another universe and founded.
Moment mal. For TikTok. I, Fischl, Test 1, and the 2. princessin to Ja, Fischl ist gut. Ich höre mich selber. another universe. Hört ihr mich doppelt? Test 1, 2, 3. Universe. Hört ihr mich doppelt? Das hört sich fast so an, als würdet ihr mich doppelt hören. 2, 3. Hört ihr mich May the doppelt? glory of the princessin bring Nö, light okay. to this world. Gut. Naja, ich nehme gerade mit 2 verschiedenen Programmen auf. Einmal mit OBS und einmal mit Studio TikTok. Und Studio TikTok macht gerne mal Probleme. Darunter auch, dass mitten im Stream einfach mal das Mikro ausfällt. Yay. Na gut. Ich höre währenddessen Chopin. Was ist I do Chopin? worry about the well-being of my retinue Ja, ist ja during my gut. impromptu absence. Ja, I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. mein Fräulein. Fischl ist Deutsche. Eindeutig. Du hörst mich versetzt doppelt. Na, immer doch, W. Das Gefühl habe ich auch, wenn ich ehrlich bin. Ne, solide 8. Danke für die Rose, Anime-Fan. Wie geht's, wie geht's? Mir geht's ganz gut. Kann ich dir schon? Ich will die Main-Quest machen. Wie oft denn noch? Abends machen wir immer die Main-Quest. Die geht's nur im Singleplayer. So. Wir müssen hier hoch. Fischl, hör auf, so herumzustöhnen. Ich sagte aufhören. Wenn ich jemanden stöhnen hören würde, dann würde ich Lisa holen. Ach, schlimm. Alles gut. Komm. Oh, oh, das sieht böse aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das wird knapp. Kein... Oh, nein. Oh. Was war denn das gerade eben? Okay, nehme ich an. Ich sag nichts. Hello. Liam Jorkitten. Oh. Look up there! That's the Jade Chamber! Was heißt hier schade? This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Na dann. Irgendwas sagt mir, ich muss zu der Statue gehen. Ich habe gegessen, ich habe eingekauft, ich habe ein paar Pläne geschmiedet. Oh nö. Oh, ich habe kein Animo-Char. Verarscht mich gerade, Spiel, oder? Spiel, verarschst du mich gerade? Ich habe kein Animo-Char. Ernsthaft? Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Ich weiß nicht, was du meinst. Yes, this must be the way. Okay, wir dürfen wieder runtergehen und... Oder kann ich dich... Let's light it up! Okay, wir müssen teleporten. Ne? Wir müssen nicht dahin teleporten, wir müssen dahin teleporten. Ja, Wind. Ich habe keinen Wind. Das ist das Problem. Genshin, denk doch einmal mit. Da haben wir unseren windigen Just Typen. what will we come Einmal bitte wechseln. Danke. Kann sich nur um Stunden dauern. So, jetzt haben wir das. Und jetzt dürfen wir wieder hier hoch. Ja, ich würde gern porten, danke. Hm. 'Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Okay,
Schnief. Und wieder hoch. Und was habt ihr so Schönes getan? Oh, gibt es einen schnelleren Weg? Ich befürchte nicht. Wie, du hast es schon so oft gemacht. Also ich mach's gerade das zweite Mal wegen, weil ich die Story nochmal... Ey, nicht klopfen. Oh, ich werde echt noch... Mit euch werde ich echt noch paranoid. Nein! Ich will doch nicht runter. Herein. Ich glaube, wir haben ein Problem. Naja, dann da lang. Das Malte. Meinst du? Wie viele Accounts hast du? Servus, Naomi. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, endlich. Oh, Moment mal. Ach, ich muss da lang. Ich dachte mich schon, ich entferne mich von meinem Missionsziel. Ich bin Level 28. Wie, du bist immer noch im Tutorial. Okay, ich blase dich jetzt weg. Ja, danke. Kommt, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Was? So ist besser. Vorwärts. Easy going. It only takes us up to here. Wie, ich habe es richtig ausgesprochen. Naomi? Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Oh, ich sollte mich ein bisschen in die Ecke schieben. So ein kleines bisschen und kleiner machen. So, besser. Aha. Dann könnt ihr auch den Text besser sehen und lesen. TikTok-Chat, wo bist du? So. Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Oh, that's right. Drifter King, danke für die Rose. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Wir könnten auch einfach zum Jadepalast, also zu dem unteren Palast gehen und fragen. Aber ich glaube, das wäre zu einfach, oder? Na dann. Ich heiße Caspian. Surprise, surprise. Und bevor Leute getriggert werden, mal schnell das Ausrufezeichen wegmachen. Weiter geht's. Meine UUID ist rechts in der Ecke. Die sieht man doch. Oder ist es so klein? Spoiler, wenn es dir zu klein ist, ich streame auch parallel auf Twitch und YouTube. Da streame ich in Full HD. Spätestens da kannst du die UUID sehen. Gern geschehen. Servus, Aline.
Klaus Costilino? Oh. Dürfen wir wieder kämpfen? Surprise! Oh. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? Sampichu, danke für das GG. We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? Ich heiße überall gleich Kasatka VR. No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. Oh, ist das der... Kitsching kommt jetzt... Kitsching kommt jetzt, oder? What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Ernsthaft? Kommt her, ich will wieder Xiao spielen. Ja, kommt her, ich will Xiao spielen. Hallo. Wir haben auch den Xiao, wenn man das machen kann. Ich bin Xiao, nimm das. Xiao für Arme. Hallo. Hey, ich will weiter. Okay, kürzen wir das ein bisschen ab. Der ist gut weggeflogen. Take the target alive. Na dann, kommt her. Ich will wieder Xiao spielen. Everybody stand back. Attack! Okay, wir haben genug gespielt. Take this! Shadow Raven, let night. To ashes! I summon. Take the target alive! Ach, noch einmal, weil es so schön ist. Surprise! 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 Irgendwie halten die mehr aus als das letzte Mal. Nein, ich habe nicht Xiao, deswegen muss ich ja ihn quasi erst imitieren. Tut mir irgendwie leid. Ja gut, wir haben sie gut gespielt. Wings of darkness, come, sever. I'm going in. No rest for the wicked. Kollegen, kommt ihr mal? Attack! Power that every python. Take this! By royal Bastard! Die sind irgendwie stärker geworden. Stop. What's all this about? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Hat er sie gerade Katsching genannt? Who are you calling strange? Servus, Heffer. Willkommen auf der YouTube-Seite. You want to go to the Jade Chamber? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains.
Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Es sind auch die Starter-Charaktere. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Ich bin auf dem EU-Server. Huh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Dann viel Spaß, Malte. Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. Und die Sounds werden gemutet. Hi. Was habe ich nochmal gesagt zu Story-Elementen und Abspielen von Sounds? Hi, Petersilie. Gut, weiter geht's. Vielleicht. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Ja, hin und wieder kann man mit mir spielen. Hust, hust. Favor? But... Okay, Malte, gute Nacht. Wait, Dass du dabei warst. that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, traveler. Na dann. Wir brauchen ein Geschenk.
Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Oh je. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Easy going. Na dann, holen wir uns die Rezepte für die Zutaten mit Boom Shakalaka. Oh, da ist eine Kiste. Hallo Dackel. Dann viel Erfolg. Oz, reveal! Let's light it up! Everybody stand back! Komm her, komische Achse. Komm her! Lass es mal. Ach, Hilfe, der Typ. Hab ich dich. Nein! Noch Menno. Geht doch. Where have you been hiding? Nice. Glückwunsch. Ich will die... Na dann. War's so schlimm, aber Harmut? War's so schlimm? Oh. Jetzt habe ich nicht auf die Ausdauer geachtet. Mist. Nein. Einmal bitte wiederbeleben. Da achtet man einmal nicht auf die Ausdauer. Und schon geht die Welt runter. Ich habe gerade erst angefangen. Gerade mal eine halbe Stunde. Was meinst du mit beiden Accounts? Ich spiele hier meinen Story-Account quasi, den Stream-Story-Account. Surprise! Look at that slime! It looks crystal clear and very delicious. Oh, Paimon, du bist so verfressen. Hör auf dir. Ja, weich nicht dauernd meinen Schlägen aus. Komisches Ding. Ah, das ist echt schlimm. Dinge sind anstrengend. Na dann, weiter geht's. Wann du angefangen hast. Ich habe vor einer halben Stunde angefangen. Hallo? Japanese Cat. Servus. Kaboom. To ashes! Dann schieß mal los. Was hast du deine Frage zu Genshin? Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? That's just a tasty waffle. It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Mein erstes Mal in Genshin. Keine Ahnung, wann das Spiel rauskam. There's no end. Und dann habe ich eine Pause gemacht. Let's light it up! I'm going in!
light it up! Yeah. Shoot! I can't afford any more bandages. Oz, reveal thyself. Da hält sich ja jemand sehr schlau und intelligent mit seiner Armbrust. Oder seinen Wurfmessern. Geht doch. Das ist eine tasty Waffel. Danke für die Rose. Das Spiel heißt jetzt Genshin Impact. Ist so eine Art Breath of the Wild Imitat, wenn man fies ist. Und du bist? Ich will erstmal mit ihm reden, bevor ich öffne. Na dann. Ja, mach mir mal auf. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Das habe ich an. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Ne, Genshin Impact ist sehr bekannt. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Ich bin in keinem VR-Chat-RP mehr drin, von dem her sorry. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. Das Song diesem. Moment mal, irgendjemand hatte doch eine Frage. Kiwi is your dad hat irgendwas versucht zu fragen. Aber ich sehe die Frage nicht. Es ist wieder so ein Teil, dass die Texte nicht mehr dargestellt werden. Ach so, okay, das wüsste ich nicht. Aber egal, mach ich trotzdem. Okay. Viel Spaß. Where have you been hiding? Oder meinst du, mag mich trotzdem? Was du meinst, mag mich trotzdem, dann danke. Drifty King, danke für die Rose. Den Grafen kann man auch mit anderen zusammen machen. Andere könnten dir helfen, ihn zu besiegen. Ich habe kein Eis. Wobei, brauche ich einen Eiskar? Oh. Na, ich hole mal einen Eischarakter. Sicher ist sicher. Ja, dann danke. Oh, I'm looking. Naja, im Grunde, Genshin ist wie jedes gute Spiel ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Da hinten siehst du zum Beispiel einen Eisgegner und einen Stromgegner. Für den Eisgegner brauche ich einen Feuerchar, der ihn platt machen kann. Für den Elektrogegner brauche ich einen Eisgegner Typen. Deswegen habe ich gerade zu Kea gewechselt. Eyes on me! Let's light it up! Um ihn schnell zu besiegen. So. Aber der Typ hat jetzt
Siehst du, er hat jetzt seine Fähigkeit hier eingesetzt. Seine Eis... keine Ahnung was. Mit einem normalen Char komme ich da nur schwer durch. Macht fast keinen Schaden. Genauso, wenn ich einen Eisgegner benutze, ich mache fast gar keinen Schaden. Aber mit Feuer heizt ich ihn sprichwörtlich ein. Siehst du, easy going, weil du die richtigen Elemente benutzt. Eine andere wichtige Sache bei Genshin sind Elementreaktionen. Zum Beispiel, du hast gesehen, ich habe auf ihn entweder Blitz oder Feuer drauf. Und je nachdem, wie ich, wenn ich jetzt jemanden, der mit Blitz infiziert ist oder aufgeladen ist, mit Feuer treffe oder andersherum, gibt es eine Elementreaktion und es macht noch mehr Schaden. Und so kann man extrem viel Schaden und Damage machen bei Genshin. Verstanden soweit? Kann das gut rüber? Schalt ist Wasser und Elektro. Das heißt, du brauchst vorzüglich Eis und Feuer? Wäre gut. Auf deinen Heal solltest du auch nicht verzichten. Bennett zum Beispiel ist mein Healer. Das heißt, sobald meine Charaktere zu wenig HP ist, kann ich ihn benutzen, um meine Charaktere wieder hoch zu healen. The more you know. Brauche ich hier noch was? Warte, habe ich die Kiste aufgemacht? Off we go. Glaube ja. Na dann. Weiter mit der Main Quest. Unsympathisch? Was? Wie? Wo? Wer? Nein, Spaß. Miep. Was ist los? Wie meinst du mein Kistchen komplett zeigen? Du meinst einfach nur den hier. Warte, nicht so. Quasi so. Hi. Oh, ow. Where did that come from? Miep. Okay, wieder runter mit mir. Okay, weiter geht's. Ich muss dann endlich mal einen Bot programmieren, damit ich den TikTok-Chat mit den anderen Chats integrieren kann. Benny's Adventure Team. Adventure Time. Gegen Elektro? Nee. Also in Genshin habe ich jetzt am besten immer gegen die Elektrotypen mit ihren Schutzschilden mit Eis gekontert. Gibt es hier eigentlich eine Art Anleitung? Anleitung? Na egal, passt schon. Macht die Mission, suche Truhen, macht die Sphären. Es gibt hier Daily-Aufgaben. Abenteuerlizenz. Hier... Jeden Tag kriegst du neue Dailies. Wenn du die erledigst, kriegst du so viele XP. Ich muss nur 2 Stunden lang Kisten, Nebenmissionen und Co. machen und ich komme halt hoch, um die Hauptstory spielen zu können. Wie viele Wishes? 9. Ich habe 9 Wishes. Da lang. Hallo. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Na, ich versuche jetzt, ich sollte hoffentlich heute 10 Wishes voll bekommen und dann würde ich nochmal versuchen, 10er Pull bei der kleinen Grün zu machen. Here, Nauele, this oder wie die container heißt. is itself an antique, with at least 140 years of history. Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Ganyu, ganz Sure, klar. please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now.
Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Wieso sollte ich einen Pull-auf-Pionier machen? Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Und wenn sie ihren Rerun bekommt, werde ich sie eh nicht bekommen, weil ich hier ein Free-to-Play-Spieler bin. Gut. Die Grüne ist so schlecht, was meinst du damit? Sie ist ja auch ein Support-Charakter, sie soll keinen Damage machen, sie soll unterstützen. Banner. Na, ich brauche nochmal 80 Primogems, dann könnte ich spielen. Na dann. Wir wollen jetzt hier hoch. Wir wollen hoch. Wir wollen hoch, das heißt, ich muss da lang. Also, Child kannst du zusammen besiegen. Der ist ein Mehrspieler-Boss. Das geht. Adventure time. Alle guten Charaktere, die ich habe ich ja schon in meinem Main-Account. Off we go. Off we go. Ich habe mich bereits alles gepflückt. Adventure time. Off we go. Los, Lennox. Immer diese Child-Fans. Hust, hust. Wenn ihr einen interessanten Child sehen wollt, dann guckt euch meine Omegle Genshin-Videos an. Da bin ich ein Child, der auch seine Hände bewegen kann. Hust, hust. So. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Das, Imperator Flames. Yep. Also heute mache ich Quests, ja, die Main Story. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuang. What's... I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Weil jemand mitten in der Story wieder Sounds abgespielt hat. I'm glad you like it too. Und übrigens, es ist gerade die Story. Wieso beschwerst du dich jetzt? This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Okay, da hat jemand ein gutes Selbstwertgefühl. Hust, hust. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber.
but I have been in correspondence with the acting Grandmaster of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Puh. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Also, ich finde alle Regionen ziemlich krass hier und Our wunderschön. eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Ein wunderschöner Palast. Wäre eine Schande, wenn ihm was passieren würde. Hust, hust. Oh, guckt euch mal. Oh, ich will. Solange ich das noch machen kann. Nee, komm, ich will. Komm, noch ein Stück so. Und so. Sorry, das muss jetzt gerade sein. Kann ich die Stadt... Ich will die... Komm, noch ein Stück If you ever want to trade hier. tactics, I'm always ready. Oh, genau. So. Okay, doch. Einmal so. Nehme ich. Sorry, das muss gerade sein. Und ich will den Berg hier. Nee. So. Aber ohne die Wache. Nee, mach nicht so eine so. Perfekt. So, bin zufrieden. Hi. Germany Next, Dummkopf, was? If you ever want to trade tactics, I'm Bis always später. ready. Und weiter geht's. I believe that you've heard of the Archon War. Leon Neuendorf, Servus. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. Bei mir geht's 1A und selbst. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Hi, Elizabeth. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. Viel You were Spaß, there, dass du dabei warst. you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Oh. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered.
The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Felix, danke für die Rose. Saus Misteo. Ein wirklich schöner Palast. Eine Schande, wenn dem was passiert würde. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Da denkt man sich, warum? Na, was soll's. Warte, hier gibt's doch 100 Pro sicherlich 1000 Sachen, die man finden und plündern kann, oder? Ich muss noch mal raus. Die Frage ist, ob wir jemals hierher zurückkommen. Das heißt, ich muss mal nachschauen. Nicht, dass wir Truhen oder sowas hier vergessen. Rücklassen. Ja, ich habe meine Dingsbums Artefakte auch nicht gelevelt, von dem her. Hier wird es doch hinter 100 Pro irgendwelche Truhen geben, oder? Hier ist nichts. Ernsthaft, hier gibt's nichts? Ich bin enttäuscht. Komm. Hier komme ich auch nicht rein. Hier wird es doch irgendwas geben. Und die Türen gehen auch nicht auf. Ganz ehrlich, ich bin enttäuscht. Vielleicht da oben? Weil da komme ich nicht hin. Ah. Schade. Richtig. Weil ich meine Charaktere nicht gelevelt habe. Es gibt noch bei dem Level keine richtigen Artefakte. Hust, hust. Und ich bin gerade mal Stufe... Was bin ich hier? Stufe 40 und 50. Was willst du da machen? Okay, machen wir mit der Story weiter. Na dann, bis später, Imperator. Dass du dabei warst. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. Nicht nur du. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed,
It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. Okay, Petersilie, danke, dass du dabei warst. Und natürlich skippe ich nicht, deswegen mache ich ja den Stream, um die Story mir nochmal anzuschauen. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Okay, Paimon, du überrascht mich. Let's grab one, the biggest one. 28. Ich bin Levelstufe 28. Na dann. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Willkommen zurück. Sigil of permission, something, Fatui, research, copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Oh. You really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. Paimon ist anstrengend. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Na dann. Okay. Oh, Moment, nochmal. Okay. Okay, interessant. Das muss ich mir dann später anschauen. Ich komme hier nie wieder hin. Das heißt, ich sollte mal... Komm, ich will hier alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Hallo? So, have you made your choice? Ja, immer doch. You don't have to confirm it with me. Just choose one and take it.
Afterwards, why not sit down for a while in the Jade Chamber? Was meinst du Or mit... have a short stroll. Rest is also an integral part of any journey. Come now. There's no need to stand on ceremony. Loosen up a little. Was meinst du mit Domain? Was für ein Team spielst du dann, wenn du ihn als Main-DPS hast? Was? Wie? Wo? Wer? Warum? Ah, eine Sphäre. Welche Sphäre machst du denn? Na, dann hauen wir mal ab. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Sprichwörtlich nicht. Oder? Nein. Weg hier. Ach was. Die im Eisgebiet? Moment mal, die oben links im Eisgebiet. Die hier? Ja, die ist böse. Die ist böse, das stimmt. Moment mal, das war doch für Wassercharaktere sowas wie Child. Holst du dir gerade Ausrüstung für Child? Hm. Die andere oben links? Die andere oben links, Moment. Die andere oben... Meinst du die hier? Die war für wen waren die? Fahle Flamme. War das nicht was für die Luke? Ich glaube, das war ein Diluc-Set, oder? Meine Hobbys: Radfahren, Schwimmen, 3D-Modellieren, Zeichnen, Klettern, Bogenschießen, wobei ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Warte mal, wo jetzt? Ich fliege in die falsche Richtung. Nochmal zurück. Ich sagte nochmal zurück, nicht wieder runter. Nicht gut. Komm, hoch. Ich muss mal kurz das überprüfen. Prüfen. Sieht soweit ganz gut aus. Jetzt, weiter geht's. Na, dann sagen wir mal den Kollegen ein bisschen Hallo. Hallo. By royal decree. I summon. Oh nein, das ist... Wobei, ich habe Maischarakter. This should be fun. Midnight Phantasmagoria. It isn't time for a break yet. Freeze! Going. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. No rest. Let's light it up! To ashes! Ossifying heat. Cooling. Need to hurry up. Teamwork This is one's tricky! well done. An unfortunate fault. Ah. Endlich. Bennett, bitte mal heilen. Danke. Naja. Das ist Eis. Das heißt, wir machen erstmal so hier platt. Let's light it up! I summon. Stay right there. This earth will be frozen in time. Not going anywhere. This is Chill to the bone. Wings of darkness. Let's light it up! Jetzt hör auf, mir auf die Nerven zu gehen, Kollege. Eyes on me!
I'm going in! By royal decree! This is my counterattack. Midnight Phantasmagoria. Nice. Easy going. Death. So, der King. Danke für die Rose. Und während des Streams versuche ich keine Anfragen anzunehmen. Weil dann würde jeder kommen und dann würden dann immer so 60 Leute kommen und nimm bitte an und dann würde ich nur noch im Stream Anfragen annehmen. Das wäre eine Katastrophe. Sorry. Weil das hatten wir schon mal und ich wurde komplett überrannt mit Leuten, die gerne wollen, dass ich annehme. Sorry. Am einfachsten ist es, mich dazu zu bringen, anzunehmen, wenn man auf dem Discord ist und halt mit mir dann ein bisschen schnackt. Das hier. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper, too. What if Paimon's seen this pattern before? But where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. 28. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Easy going. Da lang. So, weiter geht's. Ruinenwächter, bleib einfach liegen. Ignoriere mich einfach. Ich sag, du sollst mich ignorieren. Welchen Teil davon, dass du mich ignorieren sollst, hast du nicht verstanden? Oh, da gibt's Fleisch. Fleisch. Und einen passenden Scheibchen geschnitten. Zhongli. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Pixu links, hallo. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Ich habe 6 oder 7. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes,
She has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her, then? Why, Mora, of course. Das Genshin check. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Danke für die Bratpfanne. Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. La 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 la. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. Tänzerin, Bärenkind, letztes Blatt im Kalender und ein Lied, jemand singt, es war einmal im Dezember. Oh, it's revealed by... No rest for the wicked. Nerv nicht! Let's light it up! Adventure time! Kaboom! Adventure... Lebt ja immer noch. Even better than I imagined. It's my lucky day. So, wo geht's weiter? Da ist ein Kristall. Ich will den... Komm ich da überhaupt dran? Nee, da komme ich nicht dran. Nicht mit dem jetzigen Traveler. Manu, ich brauch Zhongli. Oder diese komische Flasche. Falls ich mich richtig erinnere, sollte hier Madame wieder auftauchen. It's time to sing, whenever you're ready. Ach je. Da 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 da. Vielleicht sollte ich Barbara rausholen. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song from Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Ja, zurück in den Kreis. Ach, man weiß gleich.
Ah, nein, Wasser. Menno. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Also wenn ich jetzt gleich noch einen 10er-Pull voll kriege, würde ich heute pullen. Falls. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Ganyu! Die Coco Goat ist zurück. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! It's... What's-her-face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope. We found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. Auf den Dendro Archon natürlich. She's acting different from the first time we met. Well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. Aww. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. Moment mal, was? Ist da... The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. Drachen werden alt. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. Wow, sie ist ziemlich alt. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. Danke für We den Follow. dare not refuse it.
auf Twitch. Germany Next Dummkopf. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. Mir geht's ganz gut, und selbst? If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. Oh, sie ist so süß. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Meine war ganz chillig, und selbst? Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Nice. Das ist doch schön. Oh, Backe, das wird böse. Moment mal, sind wir gerade unterwegs zu der finalen Quest? Oh, das sieht so geil aus. Alles gut. Freue mich, dass du es jetzt geschafft hast. Oh, die Fatui. What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? Fatui. This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. We should ask around a little, just to be safe. Na dann. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, Traveler. If you're trying to prevent an explosion,
It may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Ich bin nicht gemutet, ich genieße nur die Story. Hust, hust. Und was meinst du mit Rentnerparty? Mit Rentnerparty? Und nein, ich kann die Sounds nicht anmachen. Wir sind mitten in der Story. Das heißt, ja. Oh nein. Bitte nicht. Ich glaube, wir sind gerade im Grand der Final. Jetzt wird's gerade böse. Das wird böse. Das wird böse. Das wird böse, böse, böse. Ich sollte mich heilen. Oh, Backe. Das wird das große Finale. Das wird böse. Off we go. Weil wir jetzt gegen Child kämpfen. Mit meinen jetzigen Charakteren. Das wird böse. Das wird ganz böse. Benny's adventure team, assemble! Das wird ganz, ganz böse. Or not. Ja, sobald wir mit der Main Quest fertig sind, kann ich die Sounds wieder anmachen. Das ist weniger das Problem. Ow! Where did that come from? Ich auch, aber da hatte ich auch noch meinen Diluc. Ich habe hier nur die Standardcharakteren, die man so oder so hat. Das wird ein bisschen schwieriger. Okay, was will ich gegen Child benutzen? Ganz klar Baidu, ganz klar Fischl, ganz klar Bennett. Und als letztes will ich lieber auf Damage gehen oder auf Heal. Ich glaube, ich spiele lieber auf Nummer sicher. Okay, wir suchen erstmal noch ein paar Pilze. Ich brauche Pilze. Ich brauche Pilze. Ich will ja nicht den Versager darstellen. Hust, hust. Ach, Demo ist wieder da. Vielen Dank für die Erklärung, Demo. Übertrieben nicht, aber war halt unschön. Adventure time. Komm, hier sind doch diese komischen Pilze. Komm, ich will die Pilze. Da ist noch ein Pilz. Wie viele Pilze brauche ich noch? Noch 3. Noch 3. Da ist einer, da oben ist einer. Da oben ist noch einer. So, perfekt. Einmal Madame hier noch hoch. Da habe ich relativ sogar einen guten. Relativ.
Oh, das sollte doch mir ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Na dann. Das wird böse. Hab's mit Xiangling, Traveler, Kea und Noel geschafft. Okay, Moment mal. Xiangling, Traveler. Das war der Traveler war dein Main? Adventure time. Off we go. Naja, wenn du die Dinger brauchst, dann musst du diese blauen Sphären spielen. Wo sind die? Diese Dinger hier. Die, wenn du die machst, dann kriegst du sie. Adventure time. Okay, bereit? Großes Story-Finale. Ja, vorletztes Story-Finale. Off we go. Adventure time. Traveler, ich brauche nicht dich hier. Ich brauche den Heal. Außerdem ist das Wasser in ganz praktisch. Und hier haben wir die Goldstube. Seltsam, keine Wachen. Es gibt hier absolut keine Wachen. Mysteriös. Oh. Na, dabei sieht gar nicht mal so schlecht aus. Na dann. Let's go. Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Da ist Rex Lapis. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but Dross, and you're in my way. Ich habe keinen Snapchat und den Geo-Traveler bekommst du, wenn du seine Geokraft aktivierst. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires.
I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. Hast du eine Ahnung? The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. Oh, Backe. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Böse nicht direkt. Aber ein Gegenspiel. Na dann, auf geht's. By royal decree. Everybody stand back. Try this. Off we go. Noch geht's ganz easy going. Ah, da ist eine Besonderheit. Wenn du dieses komische Markierung von ihm hast, immer zur Grenze laufen. Die Markierung ist böse. Why do they never miss? Not bad. You've got a trigger. Haha. Good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Uh-oh. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Aua. Jetzt reicht's doch mal. Oz, reveal! Break! No use hiding back there. You haven't won yet. To ashes. Teamwork is dreamwork. I'll protect us. You've got some skills. Und kurz wieder ab. Genau deswegen muss man das Ding immer... Aua! Jetzt nimm das! Ja, sind sie. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia!
Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now! I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Ich hab grad Gänsehaut. Uh-oh. Not bad. But this is going to cost you! Okay, jetzt wird's lustig. Let the show... You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now! Immer hinter ihm bleiben. Aua. We didn't take it! Oh oh, ich muss hier weg. Einmal entladen. Ja, ist ja gut. Nimm den. Lass mich in Ruhe. Aber ich brauch Heal. I'll protect us. Off we go! Oz, reveal... Eine andere Sache, die sehr wichtig ist bei Genshin, Dashen. Wenn du im richtigen Moment zur Seite tauchst, kannst du seinen Attacken ausweichen. Oh, Wahl. Dann Wahl. Ey, jetzt hau nicht ab, wenn ich dich hauen will. By royal decree! To ashes! No rest for the... Aua. Den hau ich ab. Aber im Moment bin ich noch ganz gut unterwegs. Ich brauche hier. Aber eigentlich nicht. Midnight Phantasmagoria! Let's light it up! I'm going in! Power of the Epic Python! Nein. Oh, nein. Aua. Jetzt hau nicht ab, wenn ich... Und jetzt hab... Komm her, meiner. Easy going. Das kenne ich. Ich kann nicht mehr ausweichen, seitdem ich Zhongli habe. Kenne ich. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied.
Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Abend, Sterbebegleiterin, interessanter Name. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyan's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity... Habe ich noch nicht gelesen. Do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey! Those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them! Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Uh-oh. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone! That guy is fast! What's going on? Gänsehaut. Paimon's exhausted. Ah, Hilfe. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? Moment. So. Danke für die Rose, Anime-Fan. Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is
the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? So will the power of the Qixing, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? Das Master of Hinata. One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Genshin Main Quest. Yep. Die Rose. Okay, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Looks like I went too far. Oz, reveal bite! Easy going. Und Feuer frei. By royal decree. Hier geblieben. Let's light it up! Joy, we've only just begun. Everybody stand back! I summon thee! Okay, die halt schneller als erwartet. Bin ich wirklich so stark? Feuer frei! That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit.
Aua. Sag's mir jetzt. Let the show begin. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. I will end you. Go! Give me a go! Time to foot the Ancient guys attacking again! There are so many between two! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Ist bin ich gestorben? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body! It's like the time in Julian Karst! Wow! It's Madame Ping's shockwave! This granny's really strong! Kollege, du gehst mir auf die Nerven. Looks like I went too far. Feuer frei! This is it. Have a look at this. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight! Okay, zu früh angegriffen. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Back at ya! Haha. Oh. Feuer frei! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Midnight Phantasmagoria! Eyes on me! Die fallen viel zu schnell rum. Going in! Sollen die so schnell rumfallen? Ach, da drüben. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? This isn't good. Noch mehr. Let's light it up! Wings of darkness, come! This is it. This isn't good. Bist du leicht nicht gut? You're not going anywhere. By royal Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Du bist noch viel zu grün. Phantasmagoria! Power that hot dog! Endlose Horden. Wer kennt das nicht? numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Odds revealed! Looks like I went too far. Easy going.
The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Gänsehaut, das könnt ihr laut sagen. Boah, war das geil. Oh. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat.
But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Die Rose, Colin. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Lass zusammen. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. Tut mir leid, danke für den Follow. Servus, Sir Lucitor. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Sir Lucitor, danke für den Follow. Your line of inquiry is askew.
One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Oh, das war gerade so geil. Okay, und was meint jetzt Colin die ganze Zeit, dass ich mich hier seltsam anhöre? Mal kurz mich selber anhören. Colin die ganze Zeit, dass ich mich hier seltsam anhöre. Mal kurz Zeit, dass ich mich... Mal kurz... If you ever want to trade tactics, I'm always Ja, ready. ich habe so ein Echo in der Stimme. Warum eigentlich? Speichern. So, auf ein neues Test. Ein neues Test. Ach, das ist die Soundunterdrückung, die so komisch kommt. TikTok, kannst du irgendwas Gescheites mit deiner Software machen? Ist ja furchtbar. So, jetzt besser. Besser. Danke. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ich habe auch doch am Anfang des Streams gefragt, höre ich mich seltsam an? Alle meinten, nö. Auf Twitch sollte man mich gleich hören. Das Problem sollte nur auf TikTok bestanden haben. Hoffe ich. Oder? Miep? Na gut. Sei es drum. Naja, zum Glück ging es bei dem Teil ja primär um die Story. Hust, hust. TikTok, du bist so ein Pan-Software-Hersteller. Mann. So, jetzt perfekt. Machen wir noch weiter. Wir haben diese Story-Quest noch nicht ganz abgeschlossen. Wir sind noch nicht fertig. Muhaha. Wo ist der Chat hin? Chat, wo bist du? So. Mein Lieblingscharakter ist immer noch Ganyu. Ansonsten, wenn ihr Langeweile habt, schaut euch auch mal meinen YouTube-Kanal an. Hust, hust. Da sollen ein paar ganz gute Omegle-Videos sein. Phasmo? Also, wenn ihr so viel Lust auf Phasmo habt, können wir es sobald wir mit der Haupt-Liyue-Quest fertig sind, mal spielen. Das können wir machen. Nee, ich habe 2 Accounts, mein Main-Account und diesen Account, den ich jetzt wegen der Story angefangen habe. Und hier habe ich nur die Standard
Figuren. Und mit meinem Main-Account habe ich die meisten von hier. Darunter. Na egal. Yep, der Kampf war so geil. Oh, das war so geil. Hier hin. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best state to receive guests. So 1-2 Stunden mache ich bestimmt noch. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Ich habe nochmal neu angefangen, weil ich diese wunderschöne Story mir ansehen wollte. Der ist einfach nur so episch. Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. So schön. The key here is consumer psychology. Und jetzt habe ich das Ding endlich mal aufgenommen. Jetzt kann ich es mir immer wieder ansehen. Muhaha. Warte. Ich muss doch hier rein, oder nicht? Genshin Impact, danke für die Rose. You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Uh-oh, la Signora. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the Harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Moon Meliodas, servus. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. Später können wir noch ein bisschen Phasmophobia spielen. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. How sanctimonious. What? So you're the Lord of Geo? No, wait! That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui?
Die Luke war mein erster Main. I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract, for it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big dragon falls out of the sky, and all of Liyue goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Ich habe ein paar 5-Sterne-Charakter mit meinem Main-Account. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. Höchstwahrscheinlich streame ich morgen wieder. That's right. Which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Geo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Konnichiwa. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark! Doji, danke für die Rose. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this.
wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liu, would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liu. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Selber schuld. Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zappolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. Was meinst du mit, kann man die Haare ändern? My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Noch kürzer? Das Jam. Paimon can't absorb so much information at once. So, Zhongli, what sort of contract did you sign with the Cryo Archon? Paimon's so curious. One of the clauses of our contract was not to divulge any of its contents. You're so petty. 28 müsste ich sein, falls nicht 29. Ne, immer noch 28. Also, hier soll es eine Kiste geben. Ja, meins. Aber mehr gibt's hier nicht, oder? Nein. Na dann, hauen wir. Kann ich hier reinspringen? Nein. Zhongli ist der Beste. Naja, ich bin ein Drache, er ist ein Drache. Today's the day of the rite of parting. Muss man noch mehr sagen? Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Klee habe ich nicht. Leider nicht. Ich wollte so oft Klee haben, aber ich habe sie nie bekommen. Schnief. Dann willkommen zurück. Und Colin war der Hamburger lecker? Glaslinien. Jeder hat Paimon. Ansonsten verstehe ich die Frage nicht. Paimon ist das kleine nervige Ding, das dich immer begleitet. So. Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. Doji, danke für die 2 Rosen. Colin, danke für die 2 Rosen. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Deins Life kenne ich nicht. Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow.
Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. Uh-oh. The Fatui? They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Uh-oh. Ist ja ziemlich böse, was hier abgeht. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yoshi, danke für die 3 Rosen. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Kölex, servus. Forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Ich weiß. Also, so schlimm finde ich es gar nicht mal. Ich habe es mir mal angesehen und im Verhältnis müsste es eigentlich passen. Mehr oder weniger. Und ich muss einfach nur näher ans Mikrofon kommen. Hust, hust. Hear ye all, the Chising's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Servus, Juna. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Immer. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Servus, Emma. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Chising's announcement said. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. Vielleicht ein bisschen Phasmophobia, falls ihr Lust habt. Hi, Naomi. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity?
So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way! Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Whoa! Well, could you help me put up some missing person posters? Schön. Servus, Michael. Und 7 Days to Die werden wir heute nicht mehr spielen, einen anderen Tag. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. There's much that remains to be done. Cool. I didn't miss anything, did I? Why, you... Were you just trying to look cool earlier, or are you really that selfless? If you were looking for someone, you could have just told me that in private. Easy going. Wer steht denn da hinten? Für deinen Toten bist du ziemlich lebendig, Zhongli. Hey, Zhongli! Look at this! Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Xinyue kiosk. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Xinyue kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I do lack the Mora. But why would Morax lack Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon, so I had to rehearse a little for my new life. Oh, no wonder! Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Oof. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. Yes,
The nation has been closed by order of its deity, the Electro Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Raiden Shogun. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Der Gruselkind kommt immer, wenn ich ein Horrorspiel spiele oder ein Gruselspiel. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. You. Uh-huh. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. Oof. Just here. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? All right then. Was there anything else you wish to know? Oder auch genannt Traumwanderung. Weißt du noch, Demo? Moment mal, heißt das Trias, wer war ein Adept? Faszinierend. Yeah, about that. Before the Qixing made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from defeating the ancient god. Kekse, will auch Kekse. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. So hörst du also zu, Demo. Ha, those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. Kekse. Danke, Silver Fireman. Für die Kekse. All right then.
Was there anything else you wish to know? The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Qixing's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti. Could the original person who brought up the idea of seizing power have been... Natürlich nicht. Wir haben hier noch immer Paimon. All right then. Was there anything else you wish to know? That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Hey, mein Hund wird nicht... Also ich werde I nicht gegessen. suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Qixing to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Ich versuch's mal. Wünscht mir Glück. Ey, 29. Warte. Stand hier gerade was von 30? Ja, ist gut. Fortsetzung folgt. Okay, ich versuch's mal Paimon klar zu machen. Moment. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Paimon, der Hund wird nicht gefressen. Verstanden? Finger weg vom Hund. Wuff. Wuff, wuff. User, danke für die Rose. Also, der Hund in der Schüssel wird nicht gegessen. Haben das alles verstanden? Gut. Dann werde ich wieder normal. Da bin ich. So, wie sieht's aus? Damit ist die Main Quest fertig. Und jetzt müsste man eigentlich entweder, wir gehen nach Inazuma. Also heute machen wir recht wenig. Ich würde aber sogar sagen, der Teil des Streams ist fertig. Wir könnten sogar Phasmo spielen. Und das nächste Mal... So ist Princess Stuff. Der Hund wird nicht gegessen. Also ich werde nicht gegessen. Hilfe. Wie kein Ton. Macht man keinen Ton? Ach nö, ernsthaft. Mal kurz überprüfen. Test 1. Ton. Ach nö, ernsthaft. Doch, es gibt noch Ton. Was meinst du? Also ich höre mich noch. Danke für den Fußball, User. Doch, Ton ist da, deswegen. Der Hund wird nicht gegessen. Moment mal, wieso ist das Musik weg? Nothing like it. Ah, warte, wir müssen noch die Quest für den Teepot machen. Dann müssen wir noch den ganzen Berg hier machen. Oh, wir müssen noch so viel machen, bevor es nach Inazuma geht. Du und ganz TikTok habe ich das so das Gefühl. Colin, danke für die 6 Rosen. Aber ich... Na gut, wie sieht's aus? Haben wir genug, um ein Gebet zu... Wir haben sogar genug für ein Gebet. Wir haben genug für ein Stoßgebet.
The Lord of Geo protect you. Alle bereit? Ich will wissen, ob wir was bekommen. Und werden wir was bekommen? Vielleicht kriegen wir einen Razor. Alle bereit? Oh Mann. Okay, wir legen los. Alle bereit? Wir ziehen. Und Augen zu und durch. Ist das Gold oder ist es nicht? Ich bin da immer so unsicher. Was werden wir bekommen? Ah, Noel. Ah, nur Noel. Was ist? Kein Glück. Ich habe einfach kein Glück. Nie. Nicht mal ein Razor. Ja, aber ich habe schon Noel. Und außerdem benutze ich sie nicht. Schnief. Gut. Was ist die nächste Quest? Unerwarteter Gast, du. Da ist eine neue. Mein Gedanken. Ein Weg durch den Sturm. Das müsste die Main Quest für Inozuma sein, oder? Noel ist klasse. Ich mag es. Ich mag auch ihr ganzes Design, aber wenn ich einen Charakter schon habe, dann habe ich ihn. Diese ganze C1, 2, 3, 4, 5 Sache interessiert mich nicht wirklich. Und wir müssen noch einen weiteren Level machen, damit wir weitermachen können. Aha. Naja, easy going, würde ich mal sagen. Was gibt's hier noch? Wir könnten die Kanne machen. Man kann wieder fischen, ne? Ah, was? Fische in der Überzahl? Okay. Interessant. Okay, irgendwas sagt mir, wir werden noch sehr viel Genshin spielen. Sehr, sehr viel. Wie ich schon anderen gesagt habe, während des Streams nehme ich keine... Oh. Die Kanne... Ah, children, come, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no, no. You've done so much for Liyue Harbor already. I could hardly ask for more. In fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. A gift? For Paimon? Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. Apfelbaum, danke für dein Follow auf Twitch. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. So, in the eyes
eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing touch. That's right! Finding stuff's what we're good at, after all. Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. I have already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. Oh, ein Albedo. Hi. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies. And if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. Mir geht's 1A. Wir haben gerade die Rex Lapis Story Quest abgeschlossen. In any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Und wie geht's selbst? Goodness knows if that child will succeed in finding these items. Well, since you're an adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an adeptus too, right? Yes. I suppose she does count as an adeptus. She counts? How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. Lol. I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one helping run some errands for me. So, Schnuffi. Yen Fei, I believe you already heard of the traveler and his traveling companion. Anni-Fan, danke für die 4 Rosen. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui. Before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Qixing. What a shame. What a shame. A shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more. I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. Keep it handy. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. Oh, so all nett. right, Yenfei, all right. Let's get to the business at hand.
I do not think these two are in any dire need of legal assistance at the moment. Ja, gleich, Colin, Hilfe. You'll have to excuse Yanfei. She's always been like this, ever the talkative one when it comes to her own affairs. Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. Nice. An Adeptus? I guess. Kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an Adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff? What do you mean he just went back to get married? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis, and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for Smaragdus Jadeite. I couldn't find any at all. Is that so? But Smaragdus Jadeite is really rather essential. Yanfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly, after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Hold on a moment. Let me have a look. Süß. Whoa, that's a really thick book. What kind of things do you write in there? Commercial consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. Krusel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus Jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus Jadeite, or might have an idea of where we can find some. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. Wow, an Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Best we be a little more careful than usual while we're with her. Oh, Backe. So schön. Moment, ich muss mal was überprüfen. Bam, 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 bam. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Na, weiter geht's. Sollen wir noch was machen hier? Ich will erstmal sehen, was die Ansehungsbelohnungen so sagen. Dann kann ich ja mal eine Umfrage stellen, was sie machen. Weiter Genshin spielen oder zu Phasmo wechseln. Und Colin, halt dich zurück. Hilfe. Das ist Genshin Impact. Morgen früh werden wir auf jeden Fall sehr viel machen dürfen. Wir könnten die Main Quest machen, um nach Inozuma zu kommen. Wir könnten den Drachengrad besteigen. Wir könnten schauen, wie es in die Wüste geht. Das wird ein Haufen Zeug. Außerdem sollte ich noch... mal schauen. Das Harz sollte ich auch noch verballern, bevor der nächste Morgen anfängt. Moment, wo ist der Twitch-Chat? So. Mein Profil, was meinst du? Das da?
Stufe 29 oder was meinst du mit Profil? Brauche ich noch ein paar. Warte mal. Ach, ich habe schon alles. Na dann. Aber... Darf ich das noch? Müheaufträge nehme ich mal mit. Welterkundung ist noch nicht so weit. Wann werden die zurückgesetzt? In einem Tag. Na dann. Dann kriege ich endlich mal das, was ich brauche, um das hier herzustellen. Angereichertes Harz. Wie gesagt, du und irgendwie gefühlt halb TikTok. Belohnung für Abenteuerstufe könnte ich mir noch anschauen. Lalalala. Add Astro. Ist das Schönes? Nicht begeistert. Nicht begeistert. Den dürfte ich heute noch mal machen. Den habe ich, glaube ich, schon heute, also gestern gemacht. Genau. Den Wolf müsste ich noch machen. Viel Erfolg, Malte. Ah, so oder so. Ich bräuchte ja noch, wenn ich diese kleine Flasche haben will. Das Ding da vorne. Genshin Impact, danke für die eine Rose. Also, was meint ihr? Genshin Impact weiterspielen oder zu einem anderen Spiel wechseln? Ja, immer doch, Bahamut. Aha, was soll denn das heißen? Deswegen bin ich komplett... Wieso, was ist mit Zack los? Na, gibt es noch ein paar Stimmen mehr, die Phasmo spielen wollen? Oder Genshin? Na los, Phasmo oder Genshin? Eine Freundschaft hat er verloren. Welche Freundschaft hat er denn verloren? The more the merrier. The first round's on me. Kein Plan. Okay. Na dann. Los. Nein, diesmal nicht. Adventure, let's light it up! Let the show begin. Off we go! Wo ist er? Hier ist er. By royal to ashes! No rest. Oh, komm mal. Böse. Nein, böse.
reveal thyself! Let's light it up! Oh. Nicht gut. By royal Das ist nicht gut. Ach, ich bin weit genug fern. Okay. Oz, reveal thyself! Nein, 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 nein. Let's light it up! Habe ich alle? Ich glaube ja. Colin, du hast doch nur ein Problem mit Genshin. Hust, hust. So, nochmal 2 von denen. Was bräuchte ich denn noch? Die Frage ist, was bräuchte ich noch, bevor wir Phasmo anfangen? Am liebsten würde ich das Ding nochmal machen. Bam, 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 bam. Nicht die Echse, die wird mich platt machen. Joa, ich würde mal das sagen, das reicht dann auf zu Phasmo, oder? Oder wollen wir wirklich so viele Phasmo erstmal kontrollieren, ob der Colin auch nichts? Ja, der Wolf ist anstrengend, besonders wenn man nicht die passenden Avatare dafür hat. Der Wolf ist sehr anstrengend. Ich meine ja nur. Meh. Bin leider nicht sehr If gut you ever want to trade ausgerüstet. tactics, I'm always ready. So. Also, wir haben einmal Colin Phasmo, aber der will immer Phasmo. Silverfire Moon will Phasmo. Jetzt Yuna will Phasmo. Wir haben einen Kasper, der Genshin sehen will. Kana will Phasmo. Colin sagt ein zweites Mal Phasmo, das heißt, bei Phasmo wird einer abgezogen. Ja, im Grunde wollen viele Phasmo sehen. Oh, wir haben den nächsten Phasmo. Genshin meine ich. If you ever want to trade So. tactics, I'm always ready. So oder so. Ja, wir haben 23 Uhr, wir könnten kurz ich nicht. Was ist los, Demo? Was meinst du mit ich nicht? Du willst kein Phasmo? Die Echse habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Die muss ich ja erstmal durch eine Quest freischalten, soweit ich weiß. Mit den Bergsteigern, Minenarbeitern, die verschwunden sind. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Harz verballern, wobei... Na gut. Colin kennt die Regeln mittlerweile. Immer wenn er spammt und etwas mehrmals schreibt, werde ich es abziehen. Wieso glaubst du, hat er nur einmal das Ding gespammt? Er wollte es ausprobieren, ob ich es ernst meine. Und ja, ich meine es ernst. Du willst Mao am, oder? Na gut, ab in die Stadt.
Gut, dann spielen wir eine Runde Phasmo. Oder 2 Runden Phasmo. Gut. Das heißt, ich würde mal den TikTok-Stream nochmal neu starten. YouTube und Twitch laufen weiter. TikTok wird beendet und neu gestartet. Also, ja. Ich mache eine kurze Pause von 1-2 Minuten, bring mal Wasser weg und danach spielen wir Phasmo, okay? If you ever want to trade tactics, Mach I'm doch always erstmal ready. dein Herz leer. Ja, im Grunde ist es auch... Okay, will mir jemand helfen, schnell das Harz wegzuballern? Da könnten wir sogar den Wolf machen. Mehrspielermodus. So. Na, dann verballern wir ganz schnell das Herz, dann können wir zu Phasmo wechseln. Naja, ich habe jetzt Annehmen gedrückt. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Ach, ist das schön. Also. Wir verballern noch ganz schnell mein Harz und dann hauen wir ab. Zu Phasmo. Weil ich habe hier noch 90 Harz und das muss weg. Oh, da kommt schon die erste Person. 10k Likes. Nice. Eine Cheat. Oh, ich will sie auch. Und welches Level? Sicherlich 90. 100 pro 90. Nee, nur It's hard to 52. remain on dry land for so long. Hätte das gedacht. Never quite seem to get my land legs back. Okay, will noch jemand? Was? Du hast Phasmo? Skandalös. Also, oder so, solange wir auf die nächste Person warten, gehen wir mal zu dem Elektrohypostase. Falls noch eine Person joinen will. Caspian. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn du schon so quasi... hier bräuchte ich dann lieber... Nehmen wir Bennett. Und für dich nehmen wir... wird schon passen. Oh, zweimal Feuer. Das wird lustig. Aua! It's gonna hurt in the morning. Das ist Miyoko, Shiba. Adventure time. Wheel of Life. Going in. Let's light it up. Aua! Die Hand ist böse. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Guten Abend. Und auch wieder die Karten. Off we going. Oh. Okay. Adventure time. Let's light it up. Feuerpower. Sacred name. Fortune Preserver. Nice. Komm, nochmal. Und der letzte. Master Rise. Nice. Oh, da haben wir ja mal jemanden. Hallo. Gut. Guten Abend zusammen.
Gut, sind sie ja vollständig. Was haben wir denn Schönes? Ja, sieht sogar relativ human aus. Auch wenn unser Kollege hier ziemlich low ist. Na gut. Dann machen wir nochmal Child. Muhaha, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben. Oh, nee, warte, nicht den Child. Nee, wir machen nicht Child, wir machen den Löwen. Wir machen den Hundi. Weil Child kriege ich auch alleine hin. Wir machen Hund. Wie komme ich am besten zum Hund? Wir gehen zum Hund. Hundi. Wie komme ich hier am besten jetzt hoch? Am besten von da. Off we go. Das ist ein ganz lieber Hund, der muss geheadpattet werden. Wow, ich habe es geschafft. Warte mal, bist du die Yuna, die hier ist? Ah, so viel Eisen und ich kann es nicht mitnehmen. Adventure time. Wie komme ich jetzt hoch? Off we go. Dann willkommen in meiner Welt. Adventure time. Adventure time. Aha, erster. So. Wo bleibt der Rest? Der 2 lässt irgendwie auf sich warten. Kletterst du gerade und fliegst dauernd wieder runter? Aua. Ey, Yuna, ich habe das ganz genau gesehen. Du hast mich abgeworfen. Miep. Böse Yuna. Oh, da ist jemand. Na dann, legen wir los. Du kannst es versuchen. Schnief. Adventure time. Uh-oh. Off we go. Let's light it up. Uh-oh. Do your worst. Let's light it up. Why do they never miss? Teamwork is dreamwork. I swear by my sword. Last one. You're exposed. Stop. Let me do it. Ich find's toll, wir haben 3 Healer. Haben wir auch irgendeinen Damage? Everybody stand back. Orders given. Orders received. Adventure time. Let's light it up. Irgendwie machen wir kein Damage, kann es sein? Adventure time. Hear my prayer. Going in. Do your worst. Let's light it up. Too easy. Yay. Uh-oh. Off we go.
ihn mit Gefühl. Oh oh. Da war was, ich erinnere mich. Okay, jetzt brauchen wir jeden hier den gebrauchen. Why do they never miss? Hear me. Going in. Let's light it up. Here. Do your work. I'll take over. Wir heilen uns dauernd. Wolf tut mir gerade irgendwie leid. Do your work. Let's light it up. Everybody stand back. Faster. Adventure time. Let's light it up. Just a grade. Play go. Yes. Sword. Pin them down. Der arme Wolf. Wir haben fast keinen Schaden gemacht, aber trotzdem. Alles Schaden, was er gemacht hat, wir haben es komplett weggehealt. Off we go. Ah, schön. Das hat Spaß gemacht. Ah. So. Man kann mich adden. Ich habe sogar... Außer es haben schon wieder 50 Leute mich Good things come to angefahren. those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite Okay. is probably true for me. Nur noch 20, das bringt nichts mehr. Alles andere braucht... Oder? Wie viel braucht Child? Ow! 30, ne. Na gut. Dann danke für die Hilfe. Mal schön. Das habe ich, glaube ich, schon 10-mal gemacht, mein Spaß. Hier, ich habe halt Bennett, Fischl, Baidu, Barbara, Xiangling, Kea, den Traveler, Noel, It's time to move on. Lisa We shouldn't und stay Amber. here. Also ich bin eher schlecht ausgerüstet. Hust, hust. Ich heiße Caspian. Da oben. Gut, dann vielen Dank für die Hilfe. Adventure team, assemble! Danke für die Hilfe. Let's go somewhere cooler. Bye, bye. So, dann können wir jetzt Phasmo spielen. Life Hart goes on. ist zu ein Spieler zurück. Plong. So, dann Mehrspielermodus deaktivieren. Und wir können Phasmo jetzt gleich anfangen. Nice. Gut. Also, ich bin mal kurz für eine Sekunde weg, bring Wasser weg und dann starten wir Phasmo, okay? Dann bis gleich. Benny's adventure team, assemble! Or not. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's adventure team, assemble! Or not. Oh, ow! Where did that come from?
Benny's adventure team, assemble! Or not. Bin wieder da. Das heißt, man kann mich nicht hören. Moment, ich überprüfe mal, kann man mich überhaupt hören? Moment, ich überprüfe mal, kann man mich überhaupt hören? Man kann mich hören. Ihr Lügner! So, also, wie sieht's aus? Wir wollen Phasmophobia spielen. Gut. Bin zurück, müsste ich noch wegmachen. Also mich mal zurück ins Bild hieven. Du kannst ausgeblendet werden. Okay. Oder hat YouTube nee, YouTube und Twitch ist eigentlich dasselbe. Weil wenn man mich auf... Hallo, Test 1, 2. Bin zurück, müsste ich noch wegmachen. Doch, man kann mich hören. Okay, Come on, let's go. Also, gibt's eine neue Frage auf TikTok, weil sonst würde ich jetzt... Wer bist du denn, Kiwi is your dad? Benny's adventure team. Ne, wir machen das, wie gesagt, das würde nur unfair sein für alle anderen. Komm auf den Discord, dann schnacken wir ein bisschen und dann können wir quasi sprechen, ob wir deine FA annehmen oder nicht. Hust, hust. Natürlich sind wir artig. Na gut, also. Ich würde dann jetzt den TikTok-Stream beenden und ihn neu starten unter dem neuen Namen. YouTube und Twitch läuft weiter. Also dann. Alle, die jetzt auch gehen auf TikTok, ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Alle, die noch weiterschauen wollen, ich starte den Stream neu. Haben das alle verstanden? Klar soweit? Ja, nein, vielleicht. Mein Discord ist die Drachenhöhle. Geh einfach auf meinen YouTube-Account, Kanal, da läuft dieser Stream auch. Und in der Beschreibung des Videos ist da der Link für den Discord. Warte, jemand sagt warte. Okay, ich warte. Ich warte. Warte immer noch. Let's light it up. Adventure time. Ich warte noch 5 Sekunden, danach mache ich aus. Beziehungsweise dann starte ich neu. Er sagt okay. Ja, klasse. Danke. Okay. Wie heißt dein anderer Name? Was meinst du? Mein Main-Account bei Genshin? Das müsste Kasatka sein, glaube ich. Na egal. Egal. Also, der TikTok-Stream wird jetzt neu gestartet. Twitch und YouTube geht weiter. Also, bis gleich. Bis gleich. Und beenden. So. Das sieht doch soweit ganz gut aus. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Genshin. So, Satoru. Wir wollten jetzt Phasmophobia spielen. Einmal spielen und Genshin wird beendet. So. Einmal Genshin beenden. Und wir starten Phasmophobia in Non-VR spielen, bitte. Bam, 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 bam. Wo bist du? Ich habe Phasmophobia verloren. Wie kann man Phasmophobia verlieren? Ah, doch, es startet bereits. Perfekt. Die letzte Runde darfst du dann mitmachen, falls du willst. Aber jetzt will ich erstmal ins Spiel reinkommen. Hust, hust. Satoru, bist du beim Discord drauf?
Warte, ich wollte den TikTok-Stream noch neu starten. Da war ja was. Anderes Bild. Okay, cool. Dann ist es möglich, dass du mitspielen kannst. Dann ist es möglich. Wo bist du? Phasmophobia, Thumbnail. Da. Titel auswählen, Phasmophobia. Speichern. Dann könnten wir auch gleich starten. Weil ich die Story gemacht habe und Leute es für witzig hielten, ne, die Sound-Alerts in der Story, wenn gerade Sequenzen gespielt haben, abzuspielen. Und ich keinen Bock drauf hatte, also habe ich sie deaktiviert. Aber ich kann sie jetzt wieder aktivieren. Das geht. So, einmal starten. Das heißt, TikTok geht jetzt wieder live. Ich muss jetzt noch den Text von Twitch ändern. Hilfe. Geisterjagd. Spiel Phasmophobia. Fertig. Einmal speichern, bitte. Genau. Servus, lang nicht gehört. Und wie kamt ihr so lange ohne mich klar? Hust, hust. Ja, deswegen habe ich die Sounds deaktiviert, die ich jetzt wieder aktivieren kann. Unpause Alerts. Hello there. Oh. Da hat mich jemand gefollowt. German X Dumpkin. Das war dein Follow Alert. Na dann. Und das war It's Luna Line. Jetzt sollte Sir Titor kommen. Hello there. Nee, das war jetzt It's Luna Line. Jetzt kommt Sir Lictor. Hello there. Wieso Run? Wieso höre ich nicht? Ach so, es ist jetzt quasi... Ja gut. Fox Sandro, danke für den Döner. Oh nee, kein Döner. Ich krieg noch Hunger. Miep. Na gut. Also, machen wir mal eine Runde zum Warmwerden. Ich steige im Level auf. Muhahaha. So. Grüße zusammen. Willkommen bei diesem kleinen Phasmophobia-Stream. Wir gehen auf Zufall. Keine Ahnung. Hello there. Machen wir es mal harmlos, Willow Street. Isa, danke für den Follow. Ja, immer doch. Du kennst mich doch. Und schick mir ein Foto von dem Kaffee. Hust, hust. Fox Sandro, danke für die Herzen. Hilfe. Für die ganzen Laufviews. Danke, danke. Das sind 5 Herzen. Werde ich hier auch noch Mod? Willst du auf Dingsbums auf YouTube Mod werden, Demo? Ist die Frage. Kaffee, her damit. Na dann. Wir sind... Aber auf TikTok bist du ja nicht. Da ist nur so eine komische Chloe. Stalkt mich, glaube ich. Ich glaube, die will was von mir. So. Ja, ich habe jetzt auch Hunger. Schnief. Ne, ganz oben hast du mir einen Döner gesendet. Ein Döner-Kebab. Gut. Einmal die Ausrüstung rein. Bereit. Und go! Ich auch. Nach dem Stream werde ich auf jeden Fall was essen. Kekse. Ich habe noch Kekse. Perfekt.
Warte. Hier. Kate Manson. Bereich reinigen. Räucherstäbchen ab. Okay, stell Anwesenheitsbewegung. Na, ist human. Ist human. Und, wetten, was ist es? Ach, die ist in Ordnung. Flachen auf der Brust und reizbar. Kein Versteck hier. Sicherungskasten ist hier. Sehr gut. Oh, haben wir einen Wohnzimmergeist oder hat er hier was umgeschmissen? Wir haben Tarotkarten. Lass mal schauen, wo haben wir denn ein gutes Versteck? Hier haben wir kein Versteck. Das ist schon mal nicht so gut. Oh. Was heißt hier flach? Hab doch niemals was gesagt. Hust, hust. Hier ist auch nichts. Kein gutes Versteck. Keller ist offen. Hier ist auch kein Versteck. Ernsthaft? Ich habe keine guten Verstecke. Muss ich in den Keller gehen? Kenn die leider nicht, aber weißt du wieso? Warum? Zack hat mich blockiert. Colin, was hast du angestellt? Dass die arme Zack dich blockiert. Hm? Gar nichts. Du hast sie komplett sicherlich genervt. Du hast eine sehr einhämmernde Art und Weise, Colin. Hust, hust. So, das Demo. Oder Chloe. Ja, es ist das Wohnzimmer. Ja, es ist das Wohnzimmer. Das heißt, wir packen mal hier ein Kreuz. Und holen uns das andere Zeug. Wir haben einen Keller hier. Soll ich mal runtergehen und lachen? Hust, hust. Das hier und das hier. Eieieiei. Bist du da? Wie alt bist du? Hast du Hunger? Bist du lieb? Bist du böse? Bist du horny? Wie alt bist du? Hast du Langeweile? Wann haben wir Gefriertemperaturen? Nein. Hätte mich gerade gewundert. Ja, mal schauen. Mal schauen. Komm, ich will die Kamera. Haben wir Orbs, ist die Frage. Ich sehe keine Orbs. Oh, da wurde was bewegt. Bist du da? Wie alt bist du? Bist du böse? Bist du horny? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du lieb? Magst du Züge? Magst du meinen Stream? Wo habe ich das UV? Nee, nicht UV, oder? Du bist UV, aber hier ist absolut gar nichts zu sehen. Meh. Und du wirst auch nicht mehr aktiv sein.
Na dann. Das Arterium. Ich habe immer Langeweile. Du sollst mich doch kennen. Das Creaser 7. Ach was, Colin. Alles ist gut. Auch nochmal das Ding hier, dann das Ding hier und am besten nochmal das Ding hier. Ist noch ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Wieso? Du hierhin und du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Ach, und dich lasse ich mal hierhin. Du kommst hierhin. Oh. Wie sieht's aus? Ernsthaft, ich habe nicht einen einzigen Beweis gerade? Das ist irgendwie belastend. Das ist irgendwie belastend. Ich könnte ihn mal natürlich auch... Wo ist das Salz? Hier. Quasi hier ein... Haha, ich wusste es. Nee, wo ist mein UV-Licht? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, nicht da. Und wir haben Fingerabdrücke. Nice. Also, wir haben Fingerabdrücke. Ja, kein Gespenst. Hätte ich euch auch sagen können. Brauche ich einen Bewegungssensor? Ja, brauche ich. Kann ich den hier hin machen? Oder wird es nicht funktionieren? Na, wir werden sehen. EMF wäre hilfreich. Haben wir noch UV-Licht hier? Du bist... Brauche ich nicht mehr. Okay. Oh, wir haben auch noch Tarotkarten. Okay, was könnten wir noch haben? Hey, wieso werde ich gebongt? Skandalös. Also. Ich sehe keinen Geisterorb. Aber ich sehe Dots. Banshee Phantom Gorio. Wo ist meine schlaue Liste? Ich brauche meine schlaue Liste. Wo ist meine schlaue Liste? Streams wieder auf. Was war nochmal der Gorio? Dots, die nur im Truck zu sehen sind. Okay, interessant. Banshee hatte... Okay. Dann wissen wir, was wir als nächstes machen.
Okay, ich bin noch weit über den Sanity. Na dann. Am besten noch eine Kamera. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Ton. Aber der Kollege ist auf jeden Fall hier irgendwo. Gib uns ein Zeichen. Die Beweise habe ich noch nicht fotografiert. Nicht den hier. Zählt der noch? Ja, der zählt noch. Und zählt der hier auch noch? Ja, tut er. Perfekt. Und der letzte ist für den Geist. Perfekt. Warte, mir fehlt noch der Knochen. Wo ist der Knochen? Hier ist der Knochen nicht. Kein Knochen. Kein Knochen. Auch kein Knochen. Also im Keller. Knochen, wo bist du? Ja. Meins. Das ist Leon Neuendorf. Leon Neuendorf. Leon Neuendorf. Okay, komm, mach mal einen Ton. Gib mir ein Zeichen. Ich kenne die alten Maps kenne ich relativ gut. Sodass ich mich traue, ohne Taschenlampe herumzulaufen. Wer hat den Geist gegessen? Wo ist der Geist? Einen Herzinfarkt gekriegt. Okay. Gorio. Banshee oder Phantom. Grüße. Aber ich sehe keine Dots. Seht ihr Dots? Mir geht's ganz gut. Und selbst? Ah, dann wird es ein Gorio sein. Ja, das ist ja der Punkt. Das will ich ja gerade rausfinden. Ich sag, wir warten hier noch 10 Sekunden und wenn wir keine Dots gehen, gehen wir zum Truck. Und wenn wir dann Dots sehen, ist ein Gorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut. Gehen wir mal wieder rein. Fox Sasuke, danke für den Follow. Und Anime-Fan, danke für den Döner.
Okay, wie sieht's aus? Sehen wir dort. Ja, da waren Dots. Da waren Dots. Sehe ich sie auch ohne Kamera, ist die Frage. Ja, das ist eigentlich ziemlich klar, weil das ein Choreo ist. Komm. Zeig dich. Aber sowas von. Who you gonna call? Okay, da war wieder die Dots. Ich habe sie gerade eben gesehen. Na dann. So oder so. Ein Foto vom Geist brauchen wir nicht. Wir müssen aber Räucherstäbchen. Na dann. Warte, muss ich den Raum ausräuchern oder den Geist? Okay, ich muss den abwehren. Na gut, dann machen wir das alte Hängenspiel. Aber sowas von kamerascheu. Aber er ist gerade hier herumgerannt. Keine Dots. Dann wird es wirklich ein Goryo sein. Okay, Goryo. Danke. Na dann. Suchen wir uns ein Versteck. Aber sowas von. Ich brauche ein Versteck. Ist hier ein Versteck? Nein. Ist hier ein Versteck? Ja, die Mülltonnen. Warte, sind die Mülltonnen ein Versteck? Ich glaube, ja. Gefällt nur bei. Könnte reichen. Könnte reichen. Ja, ich kenne saftiges Knut. Zwar nicht persönlich, aber ich habe ihre Streams schon gesehen. Okay. Du hier. Noch eine Lampe. Und die... Moment mal, ich brauche ein Feuerzeug. Feuerzeug? Feuerzeug. Ich brauche ein Feuerzeug. Dann nehme ich dich halt. Gute Nacht, Arthurium. Danke, dass du dabei warst. Wir haben die Story in Genshin abgeschlossen mit Rex Lapis. Und ja. Haben den Wolf massakriert. Und jetzt spielen wir Phasmo. Was ist los, Colin? So. Komm. Fühl dich geknuddelt, Darkwolf. Fühl dich geknuddelt. So. Ach komm, ich will noch ein Kreuz, weil es so schön ist. Ich habe keinen Bock, dass der in mir spawnt.
So. Wir werden jetzt gejagt. Der Devil. Hau ab. Warte, ich brauche die Taschenlampe. Ich sehe nichts. Wo ist meine Taschenlampe? So. Ja, nee, ist klar. Ich hab dich gerade ausgemacht. Angemeint, meine ich. Wobei, ganz ehrlich, ich brauche eine Fotokamera, wenn er so weiter einen Scheiß macht. Foto, Foto, Foto. Ich glaube nicht. So, 3 Fotokamera. Wobei, habe ich eine bessere Kamera? Ich glaube nicht. Wobei, eigentlich doch, im Truck. Egal. So. Einmal die Taschenlampe, bitte. Na dann. Tower. Geil. High Priest. Gefällt mir. Nein! Du Sack! Komm her! Ich hau dich! Ich hau dich! Du Sack! Komm zu mir! Verarschen kann ich mich selber. Haha! Wer kann das noch, hä? Hangman überlebt. Nice. Wer kann das noch, hä? Wieder Fortune? Fool. Was ist denn das für ein Hallo, bist du da? Kein Phantom. Also ein Gorio. Na dann hauen wir ab. Warte ich für meine Taschenlampe. Na dann, raus hier. Easy going. Ich hab mich getraut. Das hast du ganz genau gesehen. Außerdem kann ich gar nicht mehr sterben. Ich habe einen High Priest. Du kannst mir nichts, Geist. Ich bin unsterblich. Kann ich noch irgendwas machen? Also Knochen habe ich. Ihr habt sogar ein Foto vom Geist. Ja, perfektes Spiel, würde ich mal sagen, oder? Ja, alles fertig. Alle Bilder, alles 3 Sterne. Ich bin zufrieden. Und wie was denn, dass es ein Gorio ist? Spätestens nach der Sache mit dem Foto. Ja, easy going. Easy going. Ah, schön. Das verstehe ich nicht. Warum gibt es manchmal $10 und manchmal $50? Das ist irgendwie seltsam. Hast du die letzten Wörter gelesen? Was du jetzt... Hast du es gesehen? Ich kacke mir hier gerade Alp. Was?
Miep. Hast du es gelesen? Vergesse nicht, Skin zu wechseln? Verpasst. Chloe aufpassen sollte. Tja, wollte etwas knabbern. Yuna Kari, vor langer Zeit lebte er, ist zwar ein lebender Vampir, aber hat er mich in Notfällen immer allein gelassen, obwohl er auf mich... Was? Wie? Wo? Wer? Solange du mich nicht anmachst? Was geht hier ab? Ach, Hilfe. Ui, wir wissen beide, du bist das größte Monster. Vor dir haben alle anderen Monster Angst. Du und deine Stimmungsschwankungen. Machen wir Zufall. Panda-Bär, servus. Also die letzten Wörter werden irgendwie nicht gesendet, Colin. Colin, die letzten Wörter werden nicht gesendet. Ach so, warte, die letzten Wörter sind, ich schreibe nicht mit kleine Kinder. Das ist eklig. Na dann. Okay, doch, hab's gelesen. Hab's gelesen. Okay. Bereit. Start. So viel älter war doch, you up, never gonna set you down, never gonna round and desert you, never will give you dry, never gonna say goodbye. Du machst es doch selber, dich auf deine Körbchengröße zu reduzieren. Okay, weiter geht's. Zufall. Nein! Pressen. Haben wir Glück? Was haben wir denn? Mary Brown. Bewegungssensor, Geisterelement und Räucherstäbchen. Na dann. Wenn es sonst nichts ist. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier war nichts. 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 Und ihr seht, nichts. So, Snape. Ja, Prison. Ich hab Spaß. Das Spiel mobbt mich. Ach, da ist eine Tür offen. Was ist denn das da unten, ne? Was ist denn das für eine Kamera? Ach, die ist draußen. Okay. Geht. Na dann. Na dann. Wobei, komm. Wir spielen auf Nummer bescheuert. Noch diese Runde allein, dann, wenn die anderen Lust haben, können wir gerne zusammenspielen. Was haben wir denn als Cursed Item? Ich sehe nichts. Kreation, Bettflor. Okay. Bam, badam, bam, 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 bam. So, wenn der Geist zu mir ein Arschloch ist, dann bin ich auch zu dem Geist ein Arschloch. Nimm das, Geist. Geht.
Oh, hier ist offen. Hier ist kein Sicherungskasten. Mäh, wieso ist hier kein Sicherungskasten? Moment mal, wieso kann ich die Computer anmachen, obwohl kein Strom ist, hä? Voll der Bug. Na gut. Wobei, gehen wir anders herum. Ich sehe nichts. Da lang. Das ist Prison im Kerzenstein. Das ist Candlelight Prison. Willkommen bei Candlelight Prison. Genau. Wir sind in Phasmophobia, ein Geisterdetektivspiel, wo die Geister manchmal die Schnauze von dir voll haben und anfangen, dich zu jagen. Problem ist, ich sehe hier absolut gar nichts. Ah, Feuerlöscher. Na dann auf zum anderen Zellenblock. Geister mobben mich. Und was habt ihr so Schönes gemacht? Müsste auf der linken Seite sein, oder? Oder auf der rechten? Ne, auf der rechten Seite. Ist auch die Tür offen. Hä? Hier ist auch nicht der Sicherungskasten? WTF? Okay, dann wird er wohl beim Büro sein. Tue ich gar nicht. Und wenn, dann haben sie es verdient. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe mich verliert. Wir sind hier. Wobei doch, hier müsste ich sogar lang. Genau, wir sind da. Dann willkommen zurück. Na, im Grunde mache ich hier gerade den größten Cheat überhaupt. Na, hier ist eh kein... Wir müssen zum Büro des Direktors. Ey, aufhören! Okay, ist hier der Sicherungskasten? Was? Hier ist er auch nicht. Wo ist der Sicherungskasten? Okay, der ist nervig. Hat jemand den... Wo kann der Sicherungskasten noch sein? Weil so langsam gehen mir die Optionen aus. Und so mit einer Kerze herumstolzieren ist so suboptimal, sage ich mal. Ich sehe nichts. Okay, ich muss mal aus diesem Geisterraum raus. Na, zumindest meine Sanity geht nicht runter. Da sind wir wieder... Oh, die Krankenstation. In die wollte ich eigentlich nicht rein. Bam, 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 bam. Ich sehe nichts. Geister können mir nichts tun. Moment mal. Ist es der kleine Mir fällt gerade auf, ich habe den Sicherungskasten hier noch... Doch, habe ich, oder? Das ist doch dieser alte Sicherungskasten, der große, der bei der Prison ist, oder? Moment mal, ich muss mal kurz googeln. Wo sind so Prison-Sicherungskästen? Wie heißen die nochmal auf Englisch? Phasmophobia. Prison.
Map. So. Breaker. Kein Breaker. Ah, hier gibt es niemals einen Breaker. One's Office. Auf der linken Seite. Chief Security könnten wir mal nachschauen. Schauen uns mal an, wo der Chief Security ist. Das ist nicht hier. Wo ist der Chief Security? Wo sind wir? Sind wir hier? Okay, Geist ist aktiv. Hier war er ja nicht. Nein. Hier war er auch nicht. Nein. Oder an der Wand? Nö. Dann kann er ja nur noch an einer Stelle sein. Oder? Und zwar, wenn ich hier entlang gehe. Hilfe! Aufhören! Das ist das Bathroom. Ja. Haha, ich hab ihn. Endlich! Ich hab Licht! Ich hab Licht! Ich habe Folge gemacht. Okay, warte, hier. Yuma, danke für die 20 Münzen. Die Truhe. Hilfe. Was habe ich alles verpasst? Ich war so ein bisschen in der Dunkelheit. Kannst du dich in Chat zeigen? Was meinst du mit Chat? Was? Dafür. Stalk, what the fuck. Ich wurde gerecallt. Habe ich mitgekriegt. Hi, Panda Bär. Also. Wir haben Licht. Und der Geist scheint hier irgendwo oben zu sein. Wo ist der große Lichtschalt? Wir haben Licht. Ich sehe etwas. Willkommen auf YouTube. Ich bin 138 Jahre alt. Ich bin ein Jungdrache. Warte, hier müsste irgendwo eine Treppe sein. Ich sag doch, hier ist doch irgendwo eine Treppe. Na dann. Ich hätte gern Licht. Ich hab Licht. Ich will noch mehr Licht. Ich habe Licht. Was haben wir eigentlich für ein Cursed Item? Ach so, die Kerzen. Ja, immer Hallo. Hallo? Mhm, ist klar. Okay, dann... Ups. So. Okay, das war ziemlich billig, was ich gemacht habe, aber was soll's. Ich kann jetzt hier reingehen. Ich kann jetzt... Oder lieber Fingerabdrücke? Oder Geisterorb? Na gut. Und wie gefällt es dir so auf YouTube, Kasper? Er ist alt. Ich bin steinalt. Ich bin 138 Jahre alt. Das sagt wohl alles. So, das ganze Gefängnis ist aufgeheizt. Und hier irgendwo ist der Geist. Ja, nee, ist klar. Hier ist er auch nicht. Okay. Wieso ist hier alles dunkel? Ach, ich brauche eine Taschenlampe. Ich brauche eine Taschenlampe.
Er will es nicht zugeben. Schnief. Wegen der Toilettensache. Ich weiß nicht, was sie meint. Was für eine Toilettensache? Hust, hust. Taschenlampe. UV-Licht könnte ich noch mitnehmen. Wobei, wenn ich die Kamera nehme, brauche ich eigentlich kein Licht. Stimmt. Licht ist eh für den Arsch. Na dann. Wobei, nee, ich brauche Licht. Kann ich nicht nach Temperatur suchen. Moment mal, was? Übrigens, Pandomium ist Discord-Name. Wenn du mit Satorus spielen wirst, also nicht erschrecken, wenn eine weibliche Stimme, die dich zum Trieb hat. What? Okay. Alle, die jetzt die nächste Runde mitspielen wollen, sind die bereits auf dem Discord und haben sich quasi gebottet, also registriert, dass sie kein Bot sind. Keine Lags mehr. Auf TikTok gibt's Lags? Okay, interessant. Okay, da ist der Geist auch nicht. Also, wieso gibt es... Ach, hier ist der Schalter. Aha. Jetzt muss ich noch hier den Schalter finden. Den Lichtschalter hier. Oh, da... Keine Fingerabdrücke hier. Keine an den Scheiben, die ich sehen kann. Ist das so eine Computersache hier? Nein. Okay, ist der... Niep. Okay, das ist scheinbar der Raum hier. Ist er auch hier? Ne, hier ist er nicht. Okay, er ist hier drin. Aber wie mache ich hier das Licht an? Verstehe ich bloß nicht. Hier kann ich das Licht anmachen. Aber wie mache ich das Licht hier an? Ich sehe keine Lichtschalter. Das ist das Problem. Lichtschalter, wo hast du dich versteckt? Nö. Verstehe ich nicht. Hier ist auch kein Lichtschalter. Aua. Fingerabdrücke. Schön. Ach, die alten Kamellen-Demo. Denkst du immer noch drüber nach? Unheimlich. Also, wir sind schon mal besser vorangekommen als das letzte Mal. Wir wissen, dass es Fingerabdrücke sind. Ist doch schon mal ein Vorteil. Ja, nee, ist klar, Panda Bär, ist klar. Okay, ich brauche das hier und eine Kamera. Dass es eine bessere Videoqualität ist klar. Ich
streame auf Twitch und YouTube mit 1080p, also in Full HD. Warte, ich will da lang. Und wenn ich dann wieder raus bin, sollte ich mal... ein Kreuz da rein platzieren. Sehen wir was? Run. Na herrlich, ich sehe absolut gar nichts. Na, wenn dann hier hin. Und ich sollte mal ein Kreuz platzieren. Das ist keine Kirche, das ist das Gefängnis. Bist du da? Wie alt bist du? Bist du einsam? Bist du horny? Bist du da? Wie alt bist du? Bist du einsam? Bist du horny? Wie alt bist du? Bist du da? Bist du da? Bist du einsam? Hast Hunger auf Pizza? Bist du da? Wie alt bist du? Bist du da? Bist du da? Wie alt bist du? Bist du da? Bist du da? Ach, ich brauche auf jeden Fall ein paar Pillen. Und schauen, wie weit meine Sanity runtergegangen ist. Falls meine Sanity sehr weiter runtergegangen ist, wird es wohl eine U-Ray sein. Das wäre interessant. Was meint ihr? Ist es eine U-Ray? Ne, es ist eine Polizeirevier, also ein Gefängnis. Also, 1. Okay, es ist wohl keine U-Ray. Oder es war kein richtiges Event. Sehen wir etwas? Also ich sehe gar nichts. Was ist mit euch? Na gut. Das Kreuz kann ich mal fürs Erste vergessen. Nehmen wir noch eine Kamera mit. Die Taschenlampe brauche ich auch nicht. Na dann. Was muss ich eigentlich machen? Bewegungssensor brauche ich auch noch. Na dann. Gute Nacht, nachher dass du dabei warst. Wer geht denn eigentlich? Ah ja, Snapes geht auf. Gute Nacht. Süße Träume. EMF müsste ich auch dann mal gucken, ob ich das finde. Geben wir den mal hier hin. Und wir sollten mal EMF überprüfen. Ey, aufhören. Böse. Bist du da? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen.
Problem ist, das ist eine ziemlich große Karte. Warte, wieso ist hier eigentlich dunkel? Hallo? Okay, zurück. Zu dunkel. Yuma, danke für die 2 Love You. Mir geht's ganz gut. Bis dass ich alleine durch ein, wie soll ich sagen, ein Gefängnis, das von Geister besessen ist, streife. Hust, hust. Aber sonst geht's mir gut. Und selbst? Okay, ich brauche endlich mal. Sehen wir was, ist die Frage. Also ich sehe gar nichts. Die Frage ist, ob er noch da ist. Gefällt mir nicht. Also. Gute Nacht, Juna. Nehmen wir nochmal. Dann können wir nicht mal den. Ja, das sollte helfen. Und wir müssen auch überprüfen, ob der immer noch da hinten ist. Aha. I'm not afraid of ghosts. Who you wanna call? Ghostbusters. Juma, danke für die 3 Rosen. Also, ist der Sack noch da? Okay, erstmal hier. Hier sehe ich... Ey, aufhören, wir sind hier nicht bei... Okay, er ist immer noch hier. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Wie alt bist du? Bist du einsam? Magst du Züge? Wie alt bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Moment mal, ich hatte doch irgendwo... Ah, hier. Bist du da? Wie alt bist du? Bist du einsam? Magst du Züge? Wie alt bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du horny?
Oh, warte. EMF 5. Okay, ich habe mein Zeichen. Ich habe mein Zeichen. Demo, was soll denn das werden? Und wo ist das Licht hier? Na egal. Ich will aber nicht, dass er kommt. Ich will, dass er mir Beweise gibt. Aua. Wieso werde ich gebonkt? Er hat das Licht ausgemacht, der Sack. Ich antworte nur. Ach, schön. Also, was haben wir jetzt? Wir haben EMF. Jin, Goryo, Obake, Meiling. Gefällt mir nicht. Und ich schlafe in die Dusche, weil die Dusche zu mir steht. Das gefällt mir nicht. Habe ich schon eigentlich gesagt, dass es mir nicht gefällt? Meh. Das gefällt mir nicht. Also, gehen wir mal durch. Was kann es sein? Meiling. Was wäre... Für Meiling müsste ich handeln lassen. Ich muss aber auch so handeln lassen. Nee. Jin. Er tippt auf Jin. Wo bist du, Jin? Nee, Jin ist es nicht. Der Jin ist es nicht, weil er gerade den Strom ausgemacht hat. Der Sack. Jin ist es definitiv nicht. Es ist 12. Die Antwort auf deine Frage. Ich guck gerade. Goryo. Es könnte Nobake sein, aber Meiling. Für Meiling müsste ich handeln lassen. Es könnte Nobake sein oder Goryo. Moment mal, nee. Es kann kein Goryo sein. Wir haben kein Goryo. Oder? Nee, es kann kein Goryo sein. Okay. Das ist Malte Grundner. Obake oder Meiling? Für Meiling und Obake müsste ich handeln lassen. Nee. Na gut, ich habe ja eine einfache Möglichkeit, ihn handeln zu lassen. Hust, hust. Aufhören! Ich bräuchte ein Versteck. Wäre ziemlich dämlich, wenn ich mich hier verstecken würde. Na komm, mir ist langweilig. Was ist denn deine Frage, Colin? Ach komm, mir ist langweilig. Nein und nein.
Nur in Spielen. Ich würde gerne das Strom erstmal anmachen. Aber bei meinem Glück handelt er bereits. Nee, er handelt noch nicht. Na gut, machen wir erstmal Strom an und dann lassen wir ihn handen. Okay, viel Erfolg. Und was war jetzt die Frage? Geister hassen diesen Trick. Na dann, viel Erfolg. Hey, aufhören. Okay. Keine Meiling, ist nur Barke. Easy going. Noch Fragen? Okay, guten Rondi, danke, dass du dabei warst. Haha, das wüsstest du jetzt gern, oder? Das wüsstest du jetzt gerne, oder? Panda-Bär. Gut, alle, die mitspielen wollen, sind im Discord. Weil ich könnte noch... Nee, komm. Das ist eine Barke. Ja und ab. Sie. Surprise, surprise. Es war ein Obark. Wer hätte das gedacht? Das wüsstet ihr uns jetzt, oder? Ich habe eine schlaue Liste. Ich habe sie sehr fein säuberlich gemacht. Ich habe unserem lieben Insim sehr oft zugehört und zugeschaut, wie er Phasmophobia spielt und all seine Weisheiten notiert. Oder viele Art Weisheiten. Und diese Liste hilft mir, die Geister zu erfassen. Genau. Ich habe die heilige Liste. Okay. Also, verlassene Mehrspieler. Mehrspieler, sagte ich. Lobby erstellen, privat. Lobby erstellen. Kopieren. Hilfe, eine Nova hat mir geschrieben. Der Dick-Sound muss sein, aha. So. Da ist wer. Hi.
Mhm. Grüße. Die weibliche Stimme, die ein seltsames Profilbild haben soll. Ja. Ist immer noch die dämliche Frage, wo hast du den Code reingeschickt? Noch nirgendwo. Ja, ich sollte vielleicht mal deinen Live-Plan stumm schalten. Da war ja was. Ach was. So, ist in Suche nach Gruppe. Will noch jemand dazukommen? Demo, hast du Langeweile? Will noch jemand dazukommen? Irgendjemand? Hilfe. Niemand? So, war das jetzt nur noch 388? Na, probieren wir es mal. Beitreten, ja. Da ist jemand beigetreten. Ein Demo ist gejoint. Er will allen Ernstes beitreten. Okay, muten, nicht kicken. Muten, nicht kicken. Ich hab's ja nicht gekriegt. Die zwei Knöpfe sind so nah beieinander. Ja, lass mich das Spiel starten. Oh. Ich bin nebenbei damit beschäftigt, deine Community und zu unterhalten. Ja, indem du komische Geschichten erzählst aus imaginären Geschichten. Nein, das ist Chloe. Eisklar. Und da stalkt nur jemand. Ich fühle mich gestalkt. Sei auch froh, dass man dich stalkt. Ich wäre mal froh, wenn mich jemand stalkt. Shigi, danke für die Rose. Okay, wir sind voll. Und die Lobby ist auch gefüllt. Noch nicht. Ach, wie schön. Müsste eigentlich hinten noch eine Wodkaflasche haben. Kann ich noch vorbeikommen? Was? Wie? Wo? Ich meine, ist nur eine halbe Stunde von dir weg bei mir. Ja, du weißt aber immer noch nicht, wo ich wohne. Das macht nichts, wir treffen uns am Bahnhof. Ich liebe Stalken. Dann saufen wir auf dem komischen, halbkaputten Bahnhof. Was? Princess Death. Alles klar. Was hat sie geschrieben? Moment. Sie hat nicht geschrieben, sie war ganz kurz hier mit drin. Was? Ja. Skandalös. Und hat gesagt, ich liebe Stalken. Was? Wieso habe ich nichts gehört? Keine Ahnung, ich habe sie aber gehört. Oder ihn? Ich weiß es nicht. Wie? Ich muss die Runde passen, bei mir ist noch Update. Wie noch Update? So groß ist das Update doch gar nicht. Spielt mal eine Runde ohne mich. Ich will aber nur eine Runde spielen. Wir haben schon 1 Uhr nachts. Ja, dann gucke ich euch zu. Demo. Oh. Wie weit bist du? Das dauert jetzt wirklich. Ja, wie lange? Viertelstunde? Ach, wieso höre ich sie nicht? Es ist so ein Delay zwischen dem hier und dem Stream. Ja, deswegen ist es besser, alles live zu sehen. Hust, hust. Test. Wieso habe ich eigentlich gerade übersteuert? Du hast übersteuert? Aber theoretisch, wobei, Tashigi, Twitch, bist du auf dem Discord-Server? Weil unser lieber Demo hat ja Probleme. Er hat Komplexe. Ich glaube, ich muss hier einfach nur die 3 Livestreams beenden, die ich hier nebenbei am Laufen habe. Was? 3 Livestreams? Wieso 3 Livestreams? Dann guckst du noch zu. Du hast 3 Livestreams, du Arschloch. You are never gonna let Nicht fluchen, you down. lieb sein, Regeln einhalten. Desert you, never gonna give you cry, never gonna say goodbye. Wir mussten alle, als wir dem Server beigetreten sind, bestätigen, ja, wir sind alle lieb zueinander. Genau, schön. Da hat jemand die Regeln mal gelesen. Ich bin begeistert. Das ist meine Liebe zu ihm, das weiß der. Ich trete dich. Das könnt ihr aber auch außerhalb des Streams machen, nicht in dem Stream. Außerhalb geht's ganz anders ab. Princess Death, der Demo, zu dem du ganz liebenswürdig bist, ist auch ganz liebenswürdig zu mir. Darf ich auch zu Demo liebenswürdig sein? Das sind Details, die will ich selbst nicht im Hintergrund wissen. Panda, sei leise. Dich hat keiner nach deiner Meinung gefragt. Solange es nicht im Blutbad ausartet, meinetwegen.
Ich möchte die Schweinerei nämlich nicht sauer machen. Oh. Ernsthaft, niemand kennt das Zitat? Ich habe es irgendwo mal gehört, aber ich weiß nicht woher. Asterix! Der Römer, zu dem du so liebenswürdig bist. Bist auch sehr liebenswürdig zu mir. Darf ich zu ihm auch liebenswürdig sein? Nein, das war Obelix. Der ist so Asterix gesagt. Ja. Obelix? Obelix. Ja. Der Dicke. Der Dicke. Ach, komm schon. Fett? Ich bin nicht fett. Also, Demo. Und wieso guckst du 3 Livestreams an, wenn ich nur 2 Livestreams uploade? Na, wahrscheinlich einmal TikTok, einmal YouTube und einmal Twitch. Warte mal, du meinst, ich uploade YouTube und Twitch durch einen Upstream und er schaut sich's zweimal an? Maybe. Weil du wegen anderen Sachen mal wieder rumholst. Wenn man da nicht guckt, oh, da fehlt ein Zuschauer. Wenn du da nicht guckst, oh, da fehlt ein... Ne? Ich habe 11 Zuschauer auf TikTok. Ich habe 9 Zuschauer auf Twitch und ich habe YouTube. Wie viele seid ihr? 2 Zuschauer auf YouTube. Oh. Ne, vorhin waren es 8. Ja. Kein Wunder, dass es bei dir so langsam geht, wenn du den Stream 8-mal aufhast auf YouTube. Das Foto von den Arsch. Und der spielt nicht mal mit einem Tower of Fantasy. Skandalös. Du gehst am besten über den YouTube-Stream. Da gibt es in der Videobeschreibung, wo ich gerade... Also es läuft gerade ein YouTube-Stream parallel zu dem Stream. Und in der Videobeschreibung des YouTube-Streams gibt es einen Discord-Link. Und darüber kommst du auf den Discord-Server. Kapisch? Du könntest aber den Discord-Link auch einfach mal in deinen Chat posten. Boah, ich dachte gerade, jemand klopft an. Ist das Zecke? Ich hätte diesen Sound niemals reingenommen. Der ist zu subtil. Boah, ist der fies. Gänsehaut. Der ist so fies, der Sound. Nehmt euch ein... Ach. Ich finde das mit den Klopfen immer cool. Ich finde das mit den Klopfen richtig eklig und gleichzeitig cool. Wenn du das zuerst auf dem einen Ohr hast, dann auf dem anderen Ohr und du denkst dann wirklich so, es ist irgendwas im Raum. Ich krieg nur die Panik beim ersten Klopfen, beim zweiten. Ach, da ist der Sound. Ach, das soll schon sein. Das ist nur der Postbote. Okay, danke, dass du dabei warst, Colin. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bye, bye. Komm, sagt alle Colin gute Nacht, damit er auch nicht wieder darauf denkt, dass wir ihn loswerden wollen. Gute Nacht, Colin. Gute Nacht, Colin. Weil er fühlt sich immer so schnell gemobbt. Wie eine andere Person mit einer lahmen Festplatte. Ja, der Maurer, hat der Maurer das Loch gelassen. Was? Bitte? Eine Rose of Dark. Servus. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, was du meinst. Kann mir jemand den Chat vorlesen? Was? Bist du auf keinem Chat mehr dran? So unterstützt du mich also? Ja. Hast nicht besser verdient. Was ist das hier los? Oh, diese Liebe. Ja, ich werde dauernd gemobbt von allen. Schnief. Liebe. Ein bisschen Nachsicht und Mitleid mit dem Drachen. Ist das denn zu viel verlangt? Oh Gott. Ja. Zuerst war sein alter Ego ein Vampir, jetzt ist das ein Drache. Was bist du im nächsten Leben? Einhorn? Nee, Kitsune. Oh. Eine Drachen-Kitsune. Hi. Ein Eistütenfuchs. Wo war jetzt nochmal die komische Nummer? In Suche nach Gruppe. Hilfe, ich steck fest. Danke, Clasher LP. Wie kann man feststecken? What the fuck? Ich steck unter der Treppe fest. Was? Ich steck unter der Treppe fest. Hilfe. Und was haltet ihr von meiner Wie weiblichen... hast du das geschafft? Warte mal, was? Man kann unter der Treppe feststecken? Oh, das makes Hilfe. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ab in die Ecke mit dir. Sad. Schäm dich. Ich bin da, wer noch? Oh Gott, schnell muten. Muten, nicht kicken. Oh ja. Muten, nicht kicken. Muten klingt super. Okay.
Naja, ist ja egal. Du kannst ja die Leertaste drücken, um ins Menü zu kommen. Rar. Wo ist jetzt mein Ball wieder hin? Ah, da. Und was haltet ihr von meiner Fuchsgestalt, Drachenfuchsgestalt? Ich finde sie mega cute. Nein, nicht runterfallen. Kasatka, ich höre euch auch doppelt. Ja, dann mute mich. Hey! Sie ist mega young. Ja. Soll ich jetzt ein Spiel muten oder hier? Und Discord? Ich würde sagen im Spiel. Ja, aber es ist doch nicht authentisch. Was ist mit euch los? Man spielt doch das Spiel. Danke für man spielt doch das Spiel nicht, dass man dann im Discord noch immer mit den Toten labert. Okay, gute Nacht, Colin, und hör auf zu spammen. Ich scroll hier durch und sehe irgendwie 20 Nachrichten von dir. Ich mach mich jetzt taub in Discord. Oh nee, ich mach euch taub in Discord. Dann mach das. Ich habe aber wenig Lust, dass ich habe Sprachfindungsstörungen. Okay, wer spielt jetzt nicht mit? Es war Prinzessin, ja? Okay, Zufall. Princess spielt nicht mit. Dann lasse ich sie, Princess, du musst jetzt leise sein. Hust, hust. Hust, hust. Gott, ich hoffe, dass es keine große. Warum bist du ein Vampir gewesen und ich bin ein Werwolf? Wer ist der Wolf? Ich werde gemobbt. Okay, gut, weiter geht's. Bereit. Tani. Oh, Tanglewood. Nice. Easy going. Wenigstens eine Map, die ich mittlerweile fast auswendig kenne. Aber auch leider nur fast. Stimmt, man kann ja auch schnell Plasmorunden können. Oh, Zwillinge. Ups. Okay, was haben wir denn Schönes? Susan Doe. Lass den Geist durch Salz wandern, Parabolmikrofon und komme deinem Geist während einer Jagd. Ja, super. Ich soll den Nachtskin anmachen? Okay. Einmal Nachtskin. Einmal Ghoulskin kommt sofort. Auf einer von euch einen Schädel? Bin mit meinem zufrieden, danke. Okay. So, einmal Ghoulskin. Okay, dann ist der Strom halt da. Auch gut. Hi. Und was haltet ihr von meinem Ghoulskin? Ja, ich kann ja mal kurz gucken, ich bin ein Idiot. Grusel. Wunderschön. Ja. Und wir haben den Spiegel. Und sehr passend für... Oh, schön. Erstmal Foto schießen. Na dann. Oh. Hallo, geh weg. Geh weg. Okay. Ja. Fängt ja gut an. Gute Nacht, Malte. Der ist im Master Bedroom in dem Bad und wir haben Minustemperaturen. Nice. Gefriertemperatur. 4 war bisher das höchste, was... Könnt ihr mal aufhören? Hier. Das Kochen macht mich kirre. Wo sind wir? Lässt du das in Ruhe? Hier drin. Der flüstert irgendwas ins Mikro. Und zwar... Okay, wir haben Fußabdrücke. Ich bin rausgeflogen. Ist das toll. Er hat gerade das Buch weggesammelt. Bist du da? Bist du da? Okay. Wie alt bist du? Bist du horny? Nervig. Death. Okay, wir haben Gefriertemperaturen und Box. Oh, das waren schnelle Beweise. Cool. Gefriertemperaturen und Geisterbox. Billige Mimik, Onryo Moroi. Also Onryo-Test und Kamera aufstellen. Oh, ich hab noch eine Freihand. Egal.
Sind die Kreuze schon drin? Was machst du Die was? denn? Die Kreuze, ja, eins habe ich ins Bett gelegt schon. Das andere weiß ich nicht. Ach Im nee, warte, das Schlafzimmer? ist ja ganz gut. Also ins Schlafzimmer. Ah, Ja. Joma. Ist das So ist Asriel. Hört ihr im Spiel mich nicht? Nö. Ja, Wir haben dich gemutet. Ja. Mhm. Es ist mir eine Ehre, mit Kasaka zu reden. Hi. Deswegen sind wir normalerweise im Stream-Chat. Damit nicht so Leute reinjoinen können. Hilfe. Wer redet denn gerade? Ich. Ein Juma. Joma. Ja, so heiße ich auch auf TikTok und so war ich auch bei dir im Live. Ah. Es ist kein Onryo. Scheinbar sind wir gerade in einer großen Gesprächsrunde. Hust, hust. Kein Onryo, bist du dir sicher? Kerze hat ausgeblasen, aber Kreuze sind nicht. Ich kann die ja beide nochmal anzünden. Ja, bitte. Was sagt meine intelligente Liste? Das Licht an. Ich habe ganz vergessen, dass ich euch stumm geschaltet habe. Könnt ihr mich im Spiel nicht hören? Ich habe dich gemutet im Spiel. Aber ich kann dich auch wieder entmuten. Schon okay. Ich habe dich entmutet. Ich bin verwirrt. Wieso ist da eine Geisterbox an? Gut, also. Was hatten wir jetzt? Gib mir ein Zeichen. Wir hatten schon die Geisterbox-Demo. Nee, ich habe das Parabolmikrofon. Ach so. Haben wir überhaupt ein Geist, das ein Parabolmikrofon als Beweis gibt? Nö, haben wir nicht. Lass mich trotzdem. Niemals! Er hat nochmal die Kerze ausgeblasen. Also, Onryo können wir den Test machen. Den hast du mitgemacht oder ist es nicht? Es könnte ein Zwilling sein oder Mimik. Das heißt, ich hole mir endlich mal eine Kamera. Das wollte ich machen. Ist eigentlich auch die von gestern oder gestern dabei, mit der du gesungen hast? Midnight? Nö. Okay. Schade. Das war funny. Aber nicht lustig. Das hast du Konnte mitbekommen? aber auch gut die Folgen singen. Ja. Oskar hat gestern gesungen. Das nicht schlecht. In einem Twitch-Stream? Ja. Okay, dann werde ich den mal reinziehen. Gleich auch gleich auf TikTok. Auf TikTok sieht man doch die Streams gar nicht. Warst auf TikTok auch live gestern noch. Ja, aber man kann sich da die nicht ansehen. Aber man hat dich da singen hören. Ja, so das stimmt. Also keinen Mimic-Orbs. Wo ist denn der Geist? Ist der umgezogen? Ach, der ist hier. Das hat sich gerade sehr ungesund angehört. Hier ist schon klar, der Geist ist gerade in diesem Zimmer. Bist du eigentlich verschwenderisch mit siehst aber live? Was? Midnight ist live? Skandalös. Ich habe den TikTok-Chat nicht mehr on. Wie heißt eigentlich Midnight auf TikTok? Ich glaube, sie hat gar keinen TikTok. Okay. Na dann. Also ich glaube, Mimik können wir dann auch erschließen. Geist. Mach mal ein Geräusch.
Gib mir ein Zeichen. Das ist auch okay. Bitte, ich will einen Zaun. Ich will... Hier. Oh, Fußspuren, Fußspuren, Fußspuren. Hey, wieso werden wir gebockt? Aua. Geist, mach dich mal übers Mikrofon bemerkbar. Ich will dich mal hören. Ich will deinen Der reinste Gesangsteil Chaos, haben. diese Gruppe. Geist, bitte. Bitte. Und einer ist ziemlich verzweifelt. Wenn du Gesang hören willst, frag Karl. Der singt gerne für Der dich. kann nicht singen. Ich fühle mich gemobbt. Ja, das habe ich gestern gesehen. Gestern hat er ganz gut gesungen. Also geht mal raus, ich lasse den Geist mal jagen. Geht ihr raus? Ja, ruhig, was Ja, steht geh hier? sterben. Ja, immer doch. Sind alle draußen? Ja, ne, oder? Ich bin's. Ruhig hoch. Na dann. Wird schon schief gehen. Ach, Sicherungskasten ist aus. Na dann. Wie heißt der Geist? Wie kann man eigentlich Oh. Kennt eigentlich einer von euch das Spiel No Man's Sky? Nope. Bitte sagt mir was. Was ich sagen kann. Mikrofon spinnt. Ja, ich kenn's. Ja. Ich find's toll. Eine sehr intense Jagd. Und kennt jemand eigentlich das Spiel No Man's Sky? Ihr macht ja eh nichts anderes Wichtiges. Wo ist eigentlich die vierte Person? Ich bin rausgeflogen. Ich schmeiß mein Handy gleich aus dem WLAN. Also, was wollte ich jetzt eigentlich tun, nachdem jemand in der Hand geredet hat? Ob er schnell oder langsam war. Es war eigentlich normal, sogar relativ langsam. Okay, Geisterbox und Gefriertemperaturen. Können wir schon was ausschließen? Immer noch. Onryo können wir ausschließen. Mimic können wir auch ausschließen. Die Zwillinge, dafür springt er nicht genug schnell hin und her, oder? Das ist unsicher, aber er war relativ langsam. Wie ein Zwilling. Bei mir, ich mal Phasmo gespielt. Stärken, Schwächer. Ich würde mal sagen, es ist ein Zwilling. Ist es in Ordnung, wenn ich nächste Runde Oder eine Moray. Ich würde sagen Morroy. Weil wir müssten eigentlich noch relativ hoch mit der Sanity sein. Ich würde sagen Morroy. Na dann. Mal gucken. Baby, lass meinen Arm. Hallo. Aua. Auf zu beißen. Ja, ich hab dich da oben. Nom. Baby! Oh, hier gibt's ein Ouija-Board! Wie gibt's ein Ouija-Board? Irgendwas, es gibt eine Aufgabe mit einem Ouija-Board, also muss es doch hier ein Ouija-Board geben, oder? Es gibt keine Hier. Gibt doch eigentlich auch immer nur ein Cursed Item und das war ja der Spiegel. Genau, und den habe ich putt gemacht. Ja, den hast du putt gemacht. Kassatka, ist es eigentlich okay, wenn ich nächste Runde wieder reinjoine? Ich würde mal sagen, das ist die letzte Runde. Ich sagte, ich nehme euch ja nur für eine Runde rein. Ihr könnt gerne weiterspielen, aber ich beende den Stream. Ja gut, da war ja was. Kein Save. Verdammtes Handy. Kennt ihr eigentlich diese Map mit dem alten Haus? Welches alte Haus?
Farmhouse, Sunny Meadows. Also Sunny ist eigentlich gut. Ich weiß zwar nicht, wie die Map heißt, aber das Haus ist ein Haus und ist in einer verlassenen Gegend. Klingt für mich nach Farmhouse. Wolltest du nicht sagen, dass wir gleich schlafen gehen nochmal? Also nach der Runde? Zumindest habe ich diese Map gespielt. Danke, dass ihr alle weiterredet, während wir eine Hand haben. Der Geist hat dann einfach den Strom ausgeschaltet. Und dann habe ich ihn angemacht, habe mich umgedreht und dann stand er da. Schön, wie er mich total ignoriert und einfach weiterredet. Sorry. Perfekt. Ja, ne, immer lustig. Aber ich gehe davon aus, dass... Nee. Zwillinge, oder? Das war jetzt dieselbe. Das war knapp. Wohl hätte auch jetzt nicht so schnell wieder gehandelt, oder? Das war jetzt nicht schnell. Ich bin irgendwie für Morax. Okay. Wir können noch mal reingehen und uns noch mal handen lassen. Danke. Die Frage ist halt, wie weit unsere Sanity unten ist. Weil der Geist wird nicht wirklich schneller. Ich kaufe einen Gegenstand. Was ich mich eigentlich schon lange frage, warum sind eigentlich in den Wellen 2 Bildschirme kaputt? Albtraum. Weil jemand Aggressionsprobleme hatte. Achso. Weiß man, wer diese Aggressionsprobleme hatte? Demo. Der Geist geht durch den Schalldetektor. Die Frage ist, wann handelt er wieder? Willkommen in der Chaotengruppe. Phasmophobia. Schnief. Ich bin professionell am PC. Was willst du von mir? Schnief. Der Eingang sieht schön aus. Toll. Ja, ein PC. Außer ich. Sie handelt wieder. Nein, mein Bildschirm ist gestört. Der Satz für nichts, das war aber nichts. Oh, 50 Steps. Level 1. Jo, bist du hier? Komm her. Ich bin am Fenster. Ich glaube, das funktioniert nur im VR. Ich bin am Fenster, du Arschloch. Hm? Ach ja, scheiße. Hand ist vorbei. Mhm. Seltsam. Kommt da raus, die Hand ist vorbei. Entweder haben wir immer denselben Zwilling oder ist eine Morax. Ja, nee, Morax wäre jetzt schneller. Morax wäre jetzt viel schneller. Ja. Also hatten wir dauernd nur den lahmen Zwilling? Ist ja lame. Bestimmt. Ich sag trotzdem, es ist eine Morax. Geisterorb haben wir auch nicht, das heißt, es ist kein... Mimik. Ich dachte, bei Albtraum gibt es nur 2 Hinweise. Es gibt... Bam, badam, bam, bam. Hast du das nicht selbst gesagt? Ja. Und was, in welchem Schwierigkeitsgrad sind wir? Albtraum. Sagst du nicht vorhin Gefriertemperaturen und Ja. Geisterbox? Ja. Also ist alles andere obsolet. Nein.
Ah, Demo ist so jung und unerfahren. Hust, hust. Na dann, also, er ist kein Mimic. Moray wäre schnell. Warte mal, wie viele sind wir? Wir sind zu dritt. Meine Sanity dürfte so ziemlich am Boden sein. Eure vermutlich auch. Und wir haben keine Pillen gegessen. Ja, meine ist am Boden, weil ich den Spiegel genommen habe. Ihr könnt ja wieder... Na gut, ich nehme Zwilling. Na dann, hauen wir ab. Ja, Mimik. Habt ihr alle drin? Jo. Ja, ihr seid jetzt zu dritt, ne? Dann kann man alle 3 wählen. Ich hab morgen. Hat wenigstens einer recht. Ist Zwilling. Ist es? Sag ich doch. Für Moray wäre viel schneller gewesen bei der Hand. Deswegen hättet ihr ja, stimmt. Ja, deswegen solltet ihr ja die Schnauze halten, damit ich sehen konnte, wie schnell er handelt. Schnief. Na gut. Dann würde ich mal sagen... Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Kasatka stinkt nach Magie. Gar nicht wahr. Schnief. Uhr 19. Was war denn das gerade? Na gut, sei es drum. Kasatka ist ein Mensch. Gar nicht wahr. Ich bin Drache. Das sind Lügen und Verleumdung. Oh, er ist ein Drache. Und das ein Baby. Nach Magie riechender Drache. Nach Magie riechender Drache. Marginal. Hust, hust. Na gut, dann... Nein, Magie. Na gut. Also der Beckenknochen hier in der Theke sieht ziemlich ausgeleiert aus. Darf ich mich mal bitte von dem Chat verabschieden, von den Streams? Ey, Ruhe da hinten. Ruhe auf den Plätzen. Okay, gut, also. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Von dem her würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Süße Träume. Wobei, habt ihr noch Fragen? Solange der Stream nicht beendet sind. Ich hätte eine Frage. Fado, danke für die 3 TikToks. Habe ich irgendwas verpasst denn da? Ich habe eine Frage. Ja, was ist deine Frage? Nein, Mayonnaise ist kein Instrument. Nein. Glaubst du, der Unterkiefer ist hier nur abgebrochen wegen eines bestimmten kniehohen Dienstes? Was? Pandabär, was ist deine Frage? Fado, danke für die 3 weiteren TikToks. Was ist deine Frage? Sieht auch verdächtig aus. Ja, Panda, was ist deine Frage? Was ist aber, wenn Mayonnaise ein Instrument ist? Weil Demo halt jung und unerfahren ist. Wie ein Neugeborenes. Nur nicht so nur ziemlich unrasiert. Dadum. Dadum? Bambusleitung. Gut, sei es drum. Bevor ich jetzt noch komplett ausrastet. Niemand hat Fragen. Von dem her, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch wunderschöne Träume. Bye, bye. Bis morgen. Höchstwahrscheinlich am morgen Nachmittag werde ich einen neuen Stream starten. Höchstwahrscheinlich. Mal schauen, was es wird. Wann morgen Nachmittag? So gegen 11, 12 Uhr. Oh, da schlafe ich. 12 Uhr, okay. Da muss ich mal gucken, ob ich wach bin zu dem Zeitpunkt. Das wird natürlich ein ganz, ganz kurzer Stream, der vermutlich nur 4 bis 5 Stunden gehen wird. Ist doch perfekt. Kurz. Na dann, wie gesagt, schaut euch meinen YouTube-Kanal an. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch schöne Träume. Bye, bye. Caspian ist kein Drache. Bye, bye. Hartes Ohrfeigen. Gut. Ciao. Schnell, TikTok wird beendet. Caspian ist ein Prinzdrache. TikTok ist beendet. Ciao. Jo. Wie wär's, Caspian? Du bist der Drachenprinz, immer noch, da du ja nur 138 Jahre bist und immer noch nicht gealtert bist. Höchstwahrscheinlich Genshin. Du hast 400 Diener. Höchstwahrscheinlich Genshin. Also dann, gute Nacht, bye bye. Wobei, kann ich jemanden raiden? Du könntest Midnight raiden. Weil Midnight und Cookie sind noch on. Midnight.
Midnight. Ja, Midnight. Ist toll. Und welche Cookies denn on? Na egal. Wir raiden Midnight. Ja, perfekt. Warte, ist Midnight überhaupt Wem noch gehört der weiße Opel-Kapitän? Egal. Das ist nicht meiner. Meiner auch Ich fahre einen Dodge Ram. In schwarz. Ich glaube, Midnight ist gar nicht mehr on. Doch, ist sie. Warum sehe ich sie nicht? Wieso kann ich sie nicht traden? Midnight, was hast du eingestellt? Anti-Rage-Spray. Dafür ist cool AK zweimal drin. Kann eigentlich einer live machen vom Spiel? Hier in Discord? Lass Tic-Tac-Toe spielen. Aufhören! So, Midnight. Wir starten den Rain. Also, danke, dass ihr dabei wart. Wir gehen rüber. Au! Wer ist dem auf den Punkt getreten? Ich weiß nicht, ich Na hab dann. gar nichts gemacht. Tschüss. Ich war es auch nicht.